Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen am Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau hier in unserem Haus in Görlitz zu unserer Diskussionsveranstaltung Meinungsvielfalt und die Presselandschaft. Ich freue mich, bei mir ist Holger Friedrich, der Verleger der Berliner Zeitung. Schön, dass Sie heute Abend den Weg aus der Hauptstadt hierher gefunden haben. Herzlichen Dank für die Einladung. Und schön, dass Sie, meine Damen und Herren, heute alle hier sind. Und herzlich willkommen auch allen Zuschauerinnen und Zuschauern live im Internet. Wir streamen das ja über YouTube, über die Homepage der Berliner Zeitung. Schön, dass Sie alle da sind. Was haben wir vor heute Abend? Wir wollen ungefähr 1,5 Stunden, 1 Stunde 40 reden. Wir werden uns 1 Stunde unterhalten in etwa. Und dann gibt es die Möglichkeit für Sie alle, Fragen zu stellen und in das Gespräch mit einzutreten. Ich würde vorschlagen, wir legen mal los. Herr Friedrich, ich brauche Sie eigentlich nicht so richtig vorstellen, aber so ein ganz kurzer Vorstellungspart ist vielleicht gut. Und Sie haben mal gesagt, dass Ihr Wikipedia-Artikel hochfehlerhaft sei. Ich würde es gerne einfach mal kurz abprüfen. Schlosserausbildung, ja oder nein? Ja, genau in so einer Kantine. Germanistikstudium und Informatikstudium an der Uni Potsdam. Korrekt, aber nicht abgeschlossen. Aber nicht abgeschlossen. Mitgründer der SPM Technologies und angeblich für 25 Millionen an SAP verkauft. Über Zahlen reden wir nicht, aber ja. Okay. Auch Mitgründer der Beratungsfirma Core. Auch richtig. Auch richtig. Und seit 2019 Eigentümer der Berliner Zeitung und Verleger. Richtig. Dann sind wir doch eigentlich ziemlich aus dem Stand. So schlecht ist der Artikel gar nicht, finde ich. Wenn das da drin steht, ist alles richtig. Alles andere würde ich sagen, lassen Sie uns die Diskussion starten. Da starten wir die Diskussion und Sie haben es gerade schon erwähnt, wir sitzen hier in einem Bühnenbild, nämlich in dem Bühnenbild unseres Ostrock-Abends Straße der Besten, den Sie hier am Samstag wieder erleben können. Und wir hatten heute eine Bühnenprobe dazu und ich habe gesagt, das lassen wir einfach stehen. Wir sind hier also in einer handelsüblichen Betriebskantine der DDR auf einer Brigadefeier quasi. Das ist doch ein schönes Setting für unseren Diskussionsabend. Passt perfekt. Herr Friedrich, als öffentlich wurde, dass Sie hierher kommen zu einem Gesprächsabend, rief mich eine lokale Journalistin an und sagte, warum ich Sie denn einlade. Und dann habe ich gesagt, weil er ein interessanter Gesprächspartner ist. Dann sagte sie, ja, aber haben Sie den Spiegelartikel nicht gelesen? Dann sagte ich, doch, doch. Und dann sagte sie, ja, und Sie finden den immer noch interessant. Herr Friedrich, warum haben denn viele so viel Angst vor Ihnen? Ich weiß nicht, ob das Angst ist. Ich glaube, die haben mehr Angst vor sich selber oder ihrer fehlenden Courage. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass der Osten einen ganz, ganz anderen Erfahrungshintergrund hat, wenn wir uns jetzt mal die jüngere deutsche Geschichte der letzten 80 Jahre anschauen. Und eine der Folgen ist, dass wir eine hohe Medienkonzentration haben in Deutschland und in Ostdeutschland noch viel mehr. Und wenn wir dann schauen, in welcher Hand die ostdeutschen Medien sind, auch die Lokalredaktion, dann stellen wir fest, dass dieser Konzentrationsprozess sich eigentlich momentan noch mehr beschleunigt. Und wenn Ihre Lokalredakteurin da anruft, dann ist sie höchstwahrscheinlich Mitarbeiterin einer sächsischen Lokalzeitung. Die wurden zu großen Teilen gerade von einem hannoveranischen Medienhaus übernommen, Matzak, und Matzak gehört zu ganz wesentlichen Teilen der SPD. Jetzt bin ich kein Parteimitglied und erhebe auch den Anspruch, atheistisch, parteifrei zu agieren und so ein bisschen pragmatisch über die Welt nachzudenken und so diese Medienkonzentration mit einem gewissen Befremden zur Kenntnis zu nehmen, weil ich denke, dass damit ist so ein bisschen wie Monokulturen, ja, das ist hocheffizient, aber leider Gottes nicht resilient gegen Veränderungen. So, und wir versuchen uns also aus dieser Monokultur zu befreien, so unser eigenes Biotop zu entwickeln. Und jetzt klappt das blöderweise auch noch. Und jetzt ist man natürlich so ein bisschen irritiert und dann vielleicht auch ein bisschen ängstlich. Also wir werden gleich noch mal ein bisschen näher auf die Spiegelgeschichte eingehen. Da gab es ja jetzt kürzlich auch noch ein Gerichtsurteil des Landgerichts Münchens dazu. Wir müssen korrekt sein. Das Gericht hat kein Urteil gesprochen, sondern wir haben uns mit einem Vergleich zufrieden gegeben, weil es ging nur darum, der Spiegel war ja der Meinung, dass er alles richtig gemacht hat, schön geschrieben hat. Also noch auf Nachfrage, so wirklich seid euch sicher, dass schön eine gute Kategorie ist im Journalismus, aber vielleicht auch Wahrhaftigkeit eine zweite. Nein, also wir sind fehlerfrei. Uns ging es nur darum, dass jetzt festgestellt wird und damit öffentlich, in dem Text war mindestens ein Fehler, der ist jetzt korrigiert. Jetzt sehen wir mal weiter. Sie hatten ja ursprünglich den Spiegel-Chefredakteur eingeladen, hier heute Abend mit uns zu sitzen. Nun sitzen wir zu zweit. Warum ist er nicht da? Was glauben Sie?
Fragen Sie ihn selber, ich möchte nicht für ihn sprechen. Das ganze Thema hat ja eine Vorgeschichte. Vor, weiß ich nicht was, 1,5, 2 Jahren war der Spiegel, die Hauptstadtredaktion, so ein bisschen neugierig auf uns und lud unseren Chefredakteur ein. Der bot an, dass ich mitkam. Zum Schluss saßen von der Berliner Zeitung 3 Leute im Spiegelbüro und auf der anderen Seite saßen, glaube ich, 8 Spiegelmenschen. Und wir haben den Termin noch überzogen, es gab Kaffee, Kuchen, das war eine sehr interessante, lebhafte Diskussion, es wurden Perspektiven ausgetauscht, das war wirklich kein unangenehmer Termin und wir haben eingeladen zu einem Gegenbesuch. Dann kommt ihr doch mal, ihr großartigen Spiegelredakteure, doch mal gerne bei uns vorbei. Auf dem Weg gab es irgendwie einen Wechsel in der Chefredaktion und jedenfalls haben wir regelmäßig immer wieder die Einladung erneuert, es kam nie dazu und wir haben voriges Jahr zum Wendejubiläum dann wieder, wir machen immer zum Wendejubiläum, also ordentliche Sonderausgaben, haben wir wieder eine erstellt, wirklich großartige Texte, das Ding hat sich auch sehr, sehr gut verkauft und das habe ich also dann dem neuen Chefredakteur geschickt und habe gesagt, also wenn Sie wollen und noch mal ein bisschen anders über den Osten nachdenken wollen, der Spiegel hat sich ja in den letzten 30 Jahren wirklich hervorgetan durch sehr objektive Berichterstattung über den Osten. Ja, da hat er dann auch gesagt, ja, er kommt gerne, er ist für jede Diskussion offen. Und dann habe ich gefragt, gehen wir essen oder kommst du zu uns nach Hause oder in die Redaktion? Ja, er würde das gerne. Und bringst du Kollegen mit? Ja, er würde das gerne, also vielleicht auch alleine machen. Na gut, okay, zu Hause oder essen? Ja, im Privat, es ist nie zu diesem Termin gekommen, nie. Okay. Nie. Aber dafür ein interessanter Artikel. Jetzt können Sie sich selber ein Bild machen, was davon souverän und was davon weniger souverän ist. Deswegen habe ich ihn ja eingeladen, weil ich dachte, okay, wenn wir es nicht privat und persönlich machen, dann machen wir es halt öffentlich. Das ist auch nicht zu diesem Termin gekommen. In Büros ist ein Gespräch eine Sache, aber was ist der Mehrwert für Sie, wenn wir sagen, wir machen das auf der Bühne, wir tragen das öffentlich aus? Weil ich glaube, das ist doch auch so ein bisschen ein Prinzip, was hinter der Redaktionslinie der Berliner Zeitung steht. Lass es uns öffentlich austragen, oder? Nee, ja, aber da steckt eigentlich was anderes dahinter. Es gibt ja immer so diesen Machtmissbrauch. Und es gibt immer so diese Machthierarchien. Also deswegen liegt bei Ihnen die Schachtel Club und bei mir die Karo. Ja? Sie sind der Intendant. Und so ist ein Insider aus dem Osten. Und der Spiegel hat sich also redaktionsseitig über den Osten geäußert, wie auch immer. Sie halten sich auch so ein paar ostdeutsche Stimmen, die ihnen dann ihr eigenes Bild bestätigen. Das hat aber nichts mit dem zu tun, was den Osten eigentlich betrifft, also zumindest sehr wenig. Und es geht eher darum, diese Machtunbalanciertheit aufzulösen. Zu sagen, komm, wir setzen uns jetzt hier einfach hin, wir reden mal so von Mann zu Mann, so von, du bist Chefredakteur, ich habe so eine Zeitung. Von dem Thema habe ich nicht wirklich Ahnung, aber ich habe doch mittlerweile nach 5 Jahren ein relativ gutes Gefühl dafür, was gut, was weniger gut, was professionell, was weniger professionell, was fair, was unfair ist, was irgendwie in einer Debatte konstruktiv, was destruktiv ist, was repressiv ist, was vielleicht so das ganze Gegenteil von Repression, nämlich ein hoher Grad an Freiheit ist. Und können wir bitte darüber mal ergebnisoffen sprechen? So, und ebenenkonform. Und diese ebenenkonforme Diskussion wird verweigert. Und das spricht, glaube ich, so für sich. Inwiefern meinen Sie ebenenkonforme Diskussion? Na, er hat seinen Erfahrungshintergrund, er ist, glaube ich, irgendwo im Ruhrgebiet groß geworden, hat da in Hamburg Karriere gemacht, wohnt jetzt irgendwo in Berlin. So, ich komme aus Ostberlin, ich habe meine Karriere eigentlich in Ostdeutschland gemacht und international. Er hat so seine Sicht auf die Welt, ich habe meine Sicht auf die Welt. Er verantwortet mit dem Spiegel ganz maßgeblich Meinungsbildung in Deutschland. Und Presse ist auch hat Macht, Wirkung. Und die Frage ist, wie verantwortlich gehen wir mit dieser Macht und mit dieser Wirkung um? Und ist Presse ein verlängerter Arm von Politik und damit ein Repressionsorgan? Oder wie weit reicht es an die Repression oder die Unterstützung von Repression? Oder inwieweit ist Presse, das was ja ursprünglich mal entworfen wurde, so in den Konzepten der Aufklärung, Presse ein Korrektiv gegen die Mächtigen, damit also Macht- oder Gewaltmissbrauch, wenn schon nicht verhindert, dann noch zumindest eingegrenzt oder vielleicht dann noch irgendwann beendet wird. So, und an dieser Stelle steht der Medienbetrieb in Deutschland meiner Meinung nach jetzt nach 5 Jahren noch viel, viel stärker als vorher vermutet vor einer Herausforderung, diese Reform herbeizuführen, weil die Glaubwürdigkeit der Presse ist massiv eingeschränkt, also erodiert immer weiter. Und die Frage ist, wie wir diese Erosion beenden und dann vielleicht wieder in einen Aufbau von Vertrauen geraten. Und so, und ich denke, diese Diskussion sollte man führen, jetzt mal egal in welchen Gremien. Aber wenn also
diese Form, Entschuldigung, nicht nur der Spiegel agiert, satisfaktionsfähig ist und das als korrekt gilt, dann kann ich nur sagen, nee, ist komplett inkorrekt. Und deswegen lassen wir uns dann auch den Spaß, vor Gericht zu gehen, zu sagen, ach, mindestens ein Fehler ist in dem Text, wollen wir mal über die anderen potenziellen Fehler reden und die Fehler folgen. So, und diese Diskussion zu führen, ich denke, das wäre wertvoll. Jetzt sind wir beim Spiegel, Sie haben da immer von der Lust am taktischen Foul gesprochen. Können Sie, ohne sich juristisch in ein komisches Fahrwasser zu begeben, sagen, was Sie meinen mit dem taktischen Foul? Sind das so die Argumente ad hominem, wenn er sagt, Sie wären ein Machtmensch, Sie dulden keinen Widerspruch? Ist das für Sie, wo Sie sagen, das ist Foulspiel? Oder wo fängt das für Sie an? Also wo ist diese Berichterstattung, wo Sie sagen, da ist ein kritischer Mitbewerber, der durchleuchtet uns ganz hart? Wo fängt es an, dass Sie sagen, das ist Foulspiel? Ach, mir ist das doch, natürlich bin ich Machtmensch, natürlich bin ich durchsetzungsstark, natürlich, sonst wäre ich doch als Ossi ohne Eigenkapital nicht dahin gekommen, wo ich bin. Ja? Also, und taktische Fouls beherrsche ich gut. Ich möchte sie nur nicht einsetzen. Und ich sage immer, Jungs oder Mädels oder wer auch immer, also lasst uns irgendwie friedlich die Sachen regeln und einen fairen Interessenausgleich hinbekommen, dann ist alles gut. Wenn ihr anfangt, mich auszutricksen, wenn ihr mit mir in Wettbewerb gehen wollt, herzlich gerne, das Spiel kann ich gut. Aber heult hinterher nicht rum, wenn das Ergebnis nicht so ausgeht, wie ihr es euch vorgestellt habt. So, und wenn man jetzt auf den Spiegel geht, was die da schreiben, sollen sie machen, ist mir total egal. Dahinter liegt eine Story, dass wir relativ kräftig angefasst wurden von der Ukraine und staatlichen Stellen der Ukraine, dass wir 5 Mitarbeiter vor die Tür setzen. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Da gab es durchaus ganz andere Fälle, und wo wir mal freundlich, weniger freundlich gebeten wurden, unsere Berichterstattung irgendwie anders auszurichten. Das haben wir freundlich zur Kenntnis genommen. Es gab einen Fall, wo wir sehr genau zugehört haben. Das war auch sehr, sehr verantwortlich. Da haben wir dann auch entsprechend reagiert. Alle anderen Versuche waren nett, aber ergebnislos. Und so war es auch an dieser Stelle. Aber dann wurde der Lautstärkeregler hochgedreht. Und das ging richtig zur Sache, bis es dann irgendwann auf diplomatischem Kanal geklärt wurde, dass das so nicht geht. So, und wir werden auch diese Mitarbeiter nicht entlassen. Das wird nicht passieren. Das ist gegen jeden Grundsatz, für den die Demokratie steht. Und da wurde es dann wieder so strukturell feige, weil wir natürlich gefragt haben an verschiedenen Stellen, könnt ihr uns da helfen oder eine Einschätzung geben oder gebt uns mal ein Gefühl für die Situation. So, und da gab es eben einige Strukturen, die gesagt haben, ja, also hier ist unsere Einschätzung, entscheiden müsst ihr selber. Und es gab eben die weggezuckt haben, die sich so weggeduckt haben. Und was eben unfair war, dass der Spiegel mit den Ukrainern an dieser Stelle interagiert hat, völlig in Ordnung. Aber den anderen Teilen, wir haben dem Spiegel alle Informationen zur Verfügung gestellt, wirklich alle. Also die Schriftspur, wir haben auch die entsprechenden Informationen zur Verfügung gestellt. Das ignoriert und da eigentlich auch noch zutritt. So, und deswegen haben wir da jetzt auch eine Presseratsbeschwerde eingereicht, weil ich denke, das sollte der Spiegel intern für sich diskutieren, aber wenn wir uns eben so für die Pressefreiheit einsetzen in der Welt und alles richtig, dann sollte unser Hof geputzt sein. So, und das ist er an dieser Stelle nicht. Und deswegen ist das einer der Punkte, wo ich sage, das ist unfair, das ist unprofessionell, das ist unkollegial und in letzter Konsequenz hilft es niemandem. Also weder der Ukraine noch uns und erst recht nicht dem Spiegel. Jetzt nochmal zur Berliner Zeitung direkt zurück. Mir erscheint es immer so, dass das so eine ganz klare, man möge auch die andere Seite hören, Politik ist. Also ich lese da immer wieder Dinge, Argument A, Argument B gegeneinander auch, ja, dass Sie da sehr kontrovers reingehen. Also diesen Widerstreit wirklich zu schätzen. Wer läuft denn jetzt hier vorbei? Gut, das sind nur Fotos. Das sind nur Fotos, alles in Ordnung. Das sind Werktätige, die dürfen nur sein. Im Moment haben Sie auf den Ostseiten der Berliner Zeitung ist ein Historikerstreit, nennen Sie das, über den Diktaturbegriff zur DDR. Das ist natürlich, wie sagt man, mindestens kontrovers, und da habe ich auch den Vorwurf gelesen, wieder, Sie wären so ein DDR-Apologet. Können Sie das nachvollziehen, warum sowas kommt? Oder ist das unangebracht? Ja, klar kann ich das nachvollziehen, aber was soll's? Also wir sind die einzige Zeitung in Deutschland, die in der Hand von Ostdeutschen ist. Also insofern dürfen wir bitte auch mal eine ostdeutsche Perspektive in einer deutschen Zeitung bringen. Wenn das zum Problem wird, das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es äußern sich ja Ostdeutsche. Also es reden Ostdeutsche mit Ostdeutschen. Das sollte auch in Ordnung sein. So, und wenn dann eine westdeutsche Perspektive widerspricht, finde ich das also aus einer edukativen Perspektive komplett in Ordnung. So, und dieser Diskurs, den kultiviert, gewaltfrei zu führen, ich glaube, da können alle Seiten nur von lernen.
So, und was man uns da vorwerfen kann, ist, dass wir diesen Diskurs zulassen, dass wir Grenzen verschieben. Aber ich würde mal sagen, die Deutschen haben eine gewisse Erfahrung damit, Grenzen niederzureißen. Und insofern agieren wir genau in dieser Tradition. Und ich wüsste auch nicht, wem das in irgendeiner Art und Weise nicht gefallen sollte, außer denen, die sich in Grenzen eingerichtet haben und versuchen, so ihren entweder individuellen oder institutionellen Vorteil an dieser Stelle zu sichern. Aber die Zeiten sind halt vorbei. Brauchst du dazu bewusst auch immer mal ein bisschen die Provokation? Oder ist es so nebenbei? Das ist eher nebenbei, weil die Motivation, die Zeitung zu übernehmen, war ja einerseits romantisch, so wie eine alte, wie Görlitz. Görlitz ist wunderschön und das irgendwann, ein Business Case war das garantiert nicht, aber ist wieder saniert worden. So. Es ging also darum, ein Kulturgut zu erhalten. Und dann merkt man in dem Moment, was das eigentlich für ein interessantes Thema ist und wie weit dieses Thema ist. Und das hat was sehr, sehr Lokales. Es geht um Berlin-Mitte oder Berlin dann ein bisschen größer. Es geht um den Osten, aber es geht dann eben auch um geopolitische Themen. Und man merkt, und das haben wir dann in der Diskussion noch mit der Redaktion gemerkt, wie verengt bestimmte Vorstellungen sind und wie schwierig es ist, es geht gar nicht darum, die Perspektive zu erweitern, sondern nur festzustellen, wo die Grenzen dieser Perspektive sind. Wir reden nicht darüber, was jenseits der Grenzen ist. Und da gab es eine gewisse übergroße Vorsicht, die mich persönlich sehr irritiert hat, weil ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Mich interessiert weniger, was vor der Mauer ist, sondern vielmehr, was dahinter ist. Und dann nochmal, wie die Grenzübergänge in einer Mauer funktionieren. Und die gab es ja und gibt es ja überall. Und in dem Moment, wo man das versucht zu fokussieren und dann die Kollegen einlädt, darüber zu diskutieren und dann über Open Source noch eigentlich die ganze Community einlädt, dann entstehen natürlich Situationen, wo ein Teil der Rezipienten sich dann provoziert fühlt, weil all das, was sie in den letzten 30 Jahren gelernt haben, dann zumindest mal vorsichtig in Frage gestellt wird. So, und das dann als Provokation zu empfinden, sehe ich eigentlich eher als positiv. Ja, also Provokation einfach aus der Sache heraus, die dann so passiert. Aber wie ist denn das, wenn ich sage, ich habe mal nachgeschaut in der Vorbereitung für die Diskussion, tatsächlich, ich glaube, der einzige überhaupt andere medienmächtige Mensch ist der Fokus-Chefredakteur, der eine Ostvergangenheit hat, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und an Blättern, an Eigentümern gibt es tatsächlich, sind Sie also anscheinend der Einzige. Aber was würden Sie sagen, ist die Perspektive, die Ostperspektive, die so fehlt? Die Zeit hat ja zum Beispiel auch eine Republik Zeit im Osten, eine Rubrik Zeit im Osten. Was ist die Ostperspektive, wo Sie sagen, das bringt die Berliner Zeitung, weil die fehlte bisher? Ja, die Zeit ist ein Hamburger Blatt nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Hat aber ein großes Büro in Leipzig, um genau diese Republik zu machen. Lassen Sie mich doch mal ganz kurz mit einer britischen Lizenz, mit einem ganz klaren Mindset, was falsch, richtig ist, und hat ein großes Büro in Leipzig aufgesetzt und hat versucht, den Osten zu erklären. Aber letztlich sind die Kollegen dann doch in einer größeren Struktur sehr, sehr klein und nicht frei in dem, was sie tun. Ich habe das persönlich erlebt, weil einer dieser jetzigen Chefredakteure oder Mitglied der Chefredaktion, den konnte ich 2019 in einer sehr, sehr interessanten Situation kennenlernen, wo sie uns interviewt haben. Und ich gebe Ihnen jetzt so ein Beispiel. Ich sage jetzt den Namen nicht und. Aber die durften uns exklusiv interviewen und wir haben gesagt, okay, und das ganze Interview ist komplett schief gegangen, weil es so aus dieser Westperspektive geführt wurde. Und es wurde so geführt, dass es einem Westpublikum und deren Erwartungen entspricht. Daraufhin haben die Familien im Hintergrund gesagt, das sollten wir auf gar keinen Fall tun, das ist für unsere Kinder, für unsere Familien gefährlich, stoppt das. Wir haben das gestoppt, ganz freundlich, ja, alles danke für eure Zeit, aber nein. Und dann wurde ich angebrüllt am Telefon, wissen Sie, wie viel Zeit meines Lebens ich investiert habe? Da dachte ich mir so, okay, also du hast jetzt wie viel? 1,5 Tage deiner Lebenszeit investiert und hier geht es gerade um 2 Familien mit 10 Kindern und eigentlich um deren komplette Lebensperspektive. Und da merkt man, dass diese Erwartung, die seitens der Hierarchie gestellt wird, wir kommen wieder zurück zu Club, und den Karo-Rauchern, dass das nicht ausgeglichen ist. So, und das kann nicht funktionieren, wenn aus einer Hamburger Zentrale in Leipzig ein kleines Kolonialwarengeschäft betrieben wird. Und man denkt, dass das dann zwar ein guter Business Case ist, aber das hat nichts mit Ebenenkonformität zu tun. So, und an dieser Stelle ist die Berliner Zeitung dann tatsächlich frei, weil wir als Ostdeutsche, wirtschaftlich unabhängig, mit einer dialektischen Bildung im Hintergrund versuchen, einfach unsere Perspektiven in den Diskurs einzubringen. Das ist alles. Und das kann auch kein Problem sein. So, da würde ich mir wünschen, dass die Kollegen auch souveräner reagieren. Gut, ich verstehe das zu sagen, dass man sagt, wir brauchen,
eine Perspektive, die frei von der Redaktionslinie ist, die sich vielleicht auch wirklich dem Osten dann noch stärker widmet. Was sind die Dinge, also mal ganz blank gefragt, was war denn gut an der DDR? Okay, ich gebe Ihnen jetzt 3 Sachen und gleichzeitig sind die total egal. Also das Bier war billig, die Miete war billig und man konnte sich wunderbar in den Nächten amüsieren. Ach so, aber das ist... So, und jetzt die zweite Frage dazu. Ja, aber gleichzeitig waren die Mieten so billig, dass solche schönen Städte wie Görlitz hier verfallen mussten. Obwohl es nicht durch den Krieg zerstört wurde, ging es kaputt. So, die Lebensmittel wurden hoch subventioniert und es wurden eigentlich gute, teure Lebensmittel eher, also ich will da jetzt gar nicht rein, man kann das so direkt nicht vergleichen. Es geht doch nicht um die DDR, wenn man aus einer Ostperspektive redet, sondern es geht darum, was haben wir mit dem Wechsel des Ostens in den Westen gelernt, was mussten wir aufgeben und was haben wir gelernt in dem Aufgeben, damit wir uns wieder was aufbauen können und wie können wir heute diese Erfahrung für die Veränderungen, die vor uns stehen, nutzen. Und da kommt der Schlips ins Rad, weil die Kollegen in der Zeit haben noch nie sowas erlebt. Noch die können sich das nicht vorstellen. Dass wir von heute auf morgen mal die Fahne einholen und auf dem Flohmarkt verkaufen lassen. Dass wir von heute auf morgen das Bundeskanzleramt der Lomonossow-Universität überschreiben und sagen, mach dort einen Weiterbildungskurs. Und dass wir also bitte die Bundeswehr, die Luftwaffe und, irgendwo Malaysia abgeben und. Ja, so. Und alle Berufsabschlüsse von heute auf morgen nicht mehr gültig sind. Und Sie sich jetzt mal bitte neu bewerben. Und dann gucken wir mal, was Sie an welcher Stelle wo falsch gemacht haben. Blöderweise werden Sie bei gleicher Qualifikation in jedem Fall nicht genommen, weil Sie sind politisch kontaminiert. Und wenn wir es heute noch nicht nachweisen können, dann wird es ganz bestimmt mit höherer Wahrscheinlichkeit so gewesen sein. So, und wenn wir uns das einmal zu Ende durchdenken, und der Osten ist damit klargekommen, also ich kenne wenig Leute aus dem Osten, die wirklich schlechte Laune haben, und in letzter Konsequenz geht es heute allen viel, viel besser als damals, also da sollte man gar nicht drum rumreden, ist trotzdem diese transformatorische Erfahrung und wie man das konstruktiv auflöst, heute dringender denn je benötigt, weil uns herum die Welt sich so schnell ändert, durch Demografie, durch Technologie, durch Migration, durch den Umweltschutz, durch diese geopolitischen Veränderungen, dass wir mit diesen alten Konzepten der Bundesrepublik Deutschland von 1985, und wir sehen ja, wie weit wir kommen. Also wirtschaftlich steigen wir ab, außenpolitisch werden wir ausgelacht. Und ich weiß nicht, wie wir in den nächsten 20, 30, 40 Jahren diesen Wohlstand, den wir heute haben, außer durch Gelddrucken erhalten können. So, und wo ist die Diskussion? Und das ist genau das, wo ich dann zur Zeit gucke und sage, be my guest, lass uns diskutieren. Ich bin höchstwahrscheinlich der Einzige in diesem Zeitungsgeschäft, der das schon mal erlebt hat, der das positiv auflösen konnte und der jetzt eine Zeitung in der Hand hält. Sie tun es aber nicht. Und jetzt ist eigentlich die Frage, und da müssten Sie die anderen einladen, warum tun Sie es nicht? Aus Hochmut, aus Angst oder weil Sie wirklich der Meinung sind, dass Sie es besser drauf haben? Was konkret nimmt man aus der Wendeerfahrung für das Heute mit? Sie sagen, das ist eigentlich die wertvolle Erfahrung, die wir im Transformationsprozess jetzt brauchen. Ein Kollege von mir sagt immer, wir haben einen Systemwechsel dem Westen voraus. Ja? So, jetzt gibt es ja die These, wie gehen wir damit um? Also was nehmen wir daraus wirklich mit, wenn Sie sagen, wir haben diese Herausforderungen für ein Land im 21. Jahrhundert, das nicht mehr die Nummer 1 gerade ist? Also das immer häufiger Wiederholen von gegen Hass und Hetze oder für die Demokratie hilft an dieser Stelle gar nicht. Das habe ich gelernt. Und ich habe gelernt, dass alles, was ich bis dahin gelernt habe, sich auf ganz wenige Dinge reduziert. Ein bisschen Mathematik, ein bisschen Physik, ein bisschen Anstand, abgeleitet daraus ein paar ethische Grundsätze und dass in letzter Konsequenz nur das Ergebnis zählt. In zweiter Ableitung oder in erster Ableitung, wie man dahin kommt. Da sind wir bei den taktischen Fouls. Ja? Ab und zu geht es nicht höflich. Also wenn man wirtschaftlich vorankommen will, ist es nicht so, ey, hast du mal eine Mark? So, ja, die kriegt man von, aber nicht so viel, wie man eigentlich haben möchte. Also man muss sie sich im Wettbewerb erarbeiten oder erkämpfen. So, und das habe ich damals gelernt. Und jetzt fragen wir uns doch, an welcher Stelle ist die deutsche Zivilgesellschaft so aufgestellt, so trainiert, dass sie in einem globalen Wettbewerb bestehen kann. Und da sage ich freundlich, also jetzt so nach 35 Jahren Unternehmertum, ja, weiß ich gerade nicht. Also die Autos, wir bauen nicht mehr die besten Autos. In der Chemie, ich glaube nicht mehr, dass wir mit den Strukturkosten, die wir in Deutschland haben, also profitables Chemiegeschäft in Deutschland machen können. So Spezialstahle und so, ja, Thyssen ist genauso hoch bewertet am Kapitalmarkt, wie es jetzt gerade noch Subventionen von der nordrhein-westfälischen Landesregierung und vom Bund bekommt.
Ich wüsste nicht wie. So, und insofern würde ich mich jetzt ehrlich machen, das ist wie so ein kaputter Betrieb und sagen, was ist der Substanzwert, was brauchen wir nicht zum Überleben, das darauf reduzieren, aufstellen, Zielbild machen und dann ganz konsequent abarbeiten. Und das habe ich gelernt aus dieser Wendeerfahrung und nichts anderes hat geholfen. Ist China da ein Vorbild für Sie? Nee, China ist anders interessant. Ich glaube, die Chinesen haben sehr genau geschaut, warum ist die Sowjetunion kaputt gegangen, warum ist die DDR kaputt gegangen, überhaupt der ganze Ostblock. Und die haben für sich die Projektion gemacht, wie sieht die Welt in 10, 20, 30, 40 Jahren aus und was müssen sie tun, damit sie genau diese Ebenenkonformität hinbekommen. Und das haben sie mit sozialistischen Prinzipien gemacht, weil da kann man sehr schnell massiv Geschwindigkeit aufnehmen und Ergebnisse sicherstellen. Das haben sie auch geschafft. Die stehen jetzt vor der großen Herausforderung, dass sie mit diesem Wohlstand, den sie erarbeiten, und der ist ja gerade so in den Küstenstädten also unübersehbar, dass dieser Wohlstand natürlich auch Kreativität provoziert und auch so einen Wunsch nach selbstbestimmtem Leben. Und an dieser Stelle wird die Chinesische Volksrepublik sicherlich auch vor ein paar Herausforderungen stehen. Wenn ich es mir jetzt frei wünschen kann, würde ich gerne in Westeuropa leben, mit diesen freiheitlichen Rechten, aber mit den Innovationsmöglichkeiten und mit der Stimulanz einer chinesischen Wirtschaftspolitik. So, und wenn man da Best of Both machen könnte, glaube ich, dann wäre das richtig cool. Ich wollte gerade sagen, weil natürlich der Nachteil wäre, die Berliner Zeitung, so wie sie machen, könnten sie in China so nicht machen. Weiß ich nicht, muss man rauskriegen. Wir haben jetzt mit den Chinesen, also wir hatten kürzlich ein Treffen mit der Chinese Media Group. Das ist das größte Medienkonglomerat der Welt. Ja, also ich war jetzt mehrmals in China, wir haben sehr interessante Erfahrungen auf verschiedenen Ebenen und. Hat auch ein paar Mal geclasht. Ich kann nur sagen, dass die chinesische Politik an dieser Stelle dann irgendwann zugänglich war. Wir haben gesagt, wir wollen einen ebenenkonformen, offenen Austausch. So, und da geht es nicht darum, dass irgendwo was bezahlt wird oder dass irgendwelche Meinungen angetan werden. Wir öffnen da auch das Blatt und sagen, the Chinese Perspective, also die können bei uns publizieren. Wir werden doch, so, und jetzt ist ja die große Frage, könnte ich jetzt auch einen Artikel in China, in China Daily publizieren? Das ist die interessante Frage. Könnten Sie bestimmt, käme auf den Inhalt an. Also, ich meine, Sie wissen, ich könnte doch jetzt hier sagen, ich halte Olaf Scholz für den schlechtesten Kanzler aller Zeiten. Ich könnte mich nicht in Beijing hinsetzen und auf der Bühne erklären, ich halte Xi Jinping für den schlechtesten Staatschef aller Zeiten. Und das, ist gut, das ist gut so, dass wir das hier machen können. Ja. Die Frage ist, ob wir das in unserem Sinne nutzen und stärker nutzen und ob wir uns vielleicht genau in diesem Verengen der Meinungskorridor, wir kommen wieder zu Zeit und Kolonialwarenladen in Leipzig, ob wir uns an dieser Stelle eigentlich unseres kräftigsten Arguments, der Soft Power, jetzt kommen wir wieder zurück, Ossi, ja, so hinter der Mauer und ZDF schauend und erstes deutsches Fernsehen aus Adlershof. Was war das eigentlich interessant? Was hat mich die ganze Zeit motiviert? Es war immer so diese Möglichkeit, dass ich meine Kreativität, meinen Fleiß dazu nutzen kann, irgendwie einen sozialen Aufstieg hinzubekommen. Dass ich all das, was sich meine Familie wünscht, bezahlen kann und dass es in meiner Kreativität und meinem Fleiß liegt, diesen Weg zu gehen. Und dann bei mir quatscht kein Parteisekretär rein und kein irgendwie Geheimdienstoffizier. Und das ist ein Asset, was in der Welt gesehen wird, was das eigentlich Interessante am Westen ist. Deswegen gibt es ja diesen hohen Migrationsdruck, insbesondere von intelligenten Menschen in die USA und diese gesteuerte Migration. So, und wenn wir dieses Asset beschädigen, durch dieses Verengen der Meinungskorridore, indem wir sagen, du darfst nur noch das sagen, und wenn du das sagst, bist du also Rechter, Putin, was nicht noch alle, Trump-Fan, so, in dem Moment berauben wir uns unseres kräftigsten Arguments. Und das ist sehr, sehr schade. Und insofern haben Sie recht, nein, Sie können das in China höchstwahrscheinlich so nicht sagen. Muss man noch nicht, weil wir können es hier sagen, aber wir sollten trotzdem diese Stimulanz dieser Kreativität und den daraus entstehenden Effizienzgewinn aus Innovation bei uns allokieren und nicht dort. Und da machen wir gerade einen ganz, ganz großen Fehler. Inwiefern machen wir da einen Fehler, weil wir was nicht tun? Also wir sind ja seit 100 Jahren investiert in China mit vielen Firmen, mit Joint Ventures. Wir versuchen, dieses Know-how irgendwie abzuschöpfen. Also wir gehen ja durchaus ran, wir gehen da rein. Jetzt können Sie sagen, also wir könnten, glaube ich, nicht mal sagen, dass wir politisch, was wir sonst gerne machen, außenpolitisch sehr belehrend wirken. Denn bisher sind mir eigentlich immer alle Außenpolitiker durch sehr leises Treten in China aufgefallen. Also wo genau vergeben wir uns das? Ich denke, dass wir uns sehr respektlos gegenüber
anderen Ländern verhalten, gerade in der Außenpolitik, indem wir kulturinsensibel agieren. Also ähnlich insensibel wie der Westen Deutschlands kulturell insensibel auf den Osten Deutschlands reagiert hat. Und wenn wir das schon nicht untereinander in den Griff kriegen, wie sollen wir es dann mit einer Kultur, die 5000 Jahre alt ist und die 1,2 Milliarden Han-Chinesen, also auch noch kulturell sehr, sehr homogen ist, seit 5000 Jahren, wie sollen wir dann an dieser Stelle genau diesen interkulturellen Austausch zum gegenseitigen Vorteil gut gestalten können? So, und da ist Görlitz ein gutes Beispiel. Also die chinesische Eisenbahn wurde ja maßgeblich hier aus dieser Gegend aufgebaut. Ja. So, und heute hat China das größte Hochgeschwindigkeitsnetz mit Abstand der Welt. So, und warum können wir an dieser Stelle nicht wechselseitig zum Vorteil agieren, sondern fangen an zu diskutieren, Systemrivale, systemischer, was nicht noch alles. Und ja, sicherlich gibt es viele Sachen, die in China nicht in Ordnung sind. So, und jetzt ist trotzdem die Frage, wie schaffen wir es, dass wir da eine Win-Win-Situation generieren, statt eine Lose-Lose-Situation. So, und ich bin kein Politiker, ich will auch gar keiner sein. Aber das ist meine Frage in die Politik. Und was ich wahrnehme, ist, dass sich diese Entwicklungen immer weiter und immer schlechter entwickeln und unsere Position an dieser Stelle nicht attraktiv ist, weder in den weichen Faktoren noch in den harten Faktoren. So, und ich will das gar nicht judgen, es steht mir auch gar nicht zu, habe ich gar keine Ahnung von. Ich kann nur sagen aus persönlicher Erfahrung, dass die Chinesen, die ich getroffen habe, die verantwortlich waren, sagten immer wieder, Holger, wir würden gerne mit euch handeln. Wir schätzen euch als Markt, wir haben gute Produkte, aber ihr habt doch Dinge, die wir benötigen. So, und wir haben jetzt 400 Millionen, die aus der Armut in den gehobenen Mittelstand wechseln, die brauchen Produkte und die wollen keine chinesischen Produkte, die wollen Produkte aus Westeuropa. Und wie können wir es so gestalten, dass wir uns nicht beschimpfen, sondern an dieser Stelle miteinander wachsen? Und ja, Airbus wird sich darauf einstellen müssen, dass denen genau dasselbe passiert wie Volkswagen, dass die Chinesen irgendwann gute Flugzeuge bauen, die vielleicht auch noch besser sind als die von Airbus. Und da können wir jetzt die Augen vor verschließen, so wie es Volkswagen oder die Wirtschaftspolitik in Deutschland gemacht hat seit 10 Jahren. Volkswagen ist jetzt pleite oder macht schwerste Verluste. Jetzt haben wir eine eskalierende Sozialverteilerdiskussion, aber die Fehler sind vor 10 Jahren gemacht worden, weil die Chinesen haben sich aufgestellt. Ja, aber Sie haben gerade gesagt, dass Sie das nicht als eine Systemkonkurrenz begreifen wollen. Ich würde das schon sagen, weil wenn ich mit Freunden aus China spreche, ich habe nur 3, ich habe nicht viele, aber die sind alle froh, dass sie da nicht mehr leben. Die sind alle froh, dass hier der Staat ihnen nicht sagt, wie viele Kinder sie haben müssen oder wie viele sie jetzt neuerdings haben dürfen, dass nicht völlig auf alle Umweltschutzstandards verzichtet wird, um Wirtschaftswachstum zu generieren, dass es keine Gruppe, welchen Glaubens auch immer gibt, wie die Uiguren für die Lager geschaffen werden. Also das sind doch alles Punkte. Wenn wir vorhin über die DDR als eine Diktatur geredet haben, auch als ein Staat, der zwar billige Mieten hatte und es war toll und also viele Sachen waren super, man konnte abends gut weggehen, billige Mieten und alles, aber gleichzeitig war die Stasi da und ich meine, Bautzen, das gelbe Elend ist ums Eck, würde ich doch sagen, das war natürlich eine Systemkonkurrenz und natürlich ist das schrecklich und genauso müssten wir das doch aber bei China auch anerkennen, oder nicht? Und klar können wir es anerkennen und sollten auch genauso tun. Die Frage ist, haben wir ein besseres Angebot? Und überzeugt dieses Angebot? So, und wie viele Chinesen, wenn sie sich frei entscheiden könnten, würden hier leben wollen und wie viele würden lieber dort leben wollen? Und die Frage kann ich momentan nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dass ich keine schlechten Erfahrungen gemacht habe. Und ich war dort, ich wollte wissen, wie das mit dem Social Scoring funktioniert. Ich habe in irgendeiner ehemaligen deutschen Kolonialstadt in einem riesigen Restaurant, da waren 5000 Leute, war so öffentlich, dann irgendwann unsere Gäste gefragt, sag mal, ich will jetzt hier ein paar Social Scoring Punkte sammeln. Was muss ich tun? Die Internationale singen? Also ich möchte jetzt mal einfach mal einen Balance Score wissen. So, und dann sind wir wirklich neugierig gewesen und haben versucht, das rauszukriegen. So, und da werden ja hier die interessantesten Geschichten erzählt. Leider Gottes hat das alles nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Und die Frage ist, ob hier Bilder gezeichnet werden über China, die sie so argumentieren lassen, was völlig in Ordnung ist, aber inwieweit haben die dann was mit der Realität zu tun und inwieweit haben wir Möglichkeiten, das entsprechend im positiven, konstruktiven Sinne zu beeinflussen. So, und da kommt jetzt ein ganz interessanter Punkt hinzu. Jeder versucht sich irgendwie über Presse positiv zu positionieren. Das ist legitim. Die Frage ist, welche Spielregeln haben wir an dieser Stelle, damit wir wirklich in einen fairen, eher objektivierteren Austausch treten können, damit man sich dann unabhängig Meinung bilden kann, auf der chinesischen wie auf der deutschen Seite oder auf der westlichen Seite, und sind dafür die Spielregeln und die Mechanismen da. Und da mache ich ein großes Fragezeichen.
Und wenn ich es mir aussuchen könnte, möchte ich auch gerne hier leben, aber ich möchte genauso entspannt nach China fahren können und dort Geschäfte machen können und nicht von einer wie auch immer gearteten Sanktionsbehörde und irgendwelchen halbstaatlich finanzierten Unternehmungen da entsprechend überwacht und dann noch eingeschränkt werden. So, und da sind wir in einem knallharten Wettbewerb, der mehr was mit Wirtschaftsverteilsituationen zu tun hat und weniger mit ideologischen oder systemischen Diskussionspunkten. Die sind, glaube ich, vorgeschoben. Bin ich nicht Ihrer Ansicht. Ich bin ganz Ihrer Ansicht, wenn Sie sagen, ich lebe gerne hier und ich möchte gerne nach China fahren können, bin ich d'accord. Ich fände es aber total gut, wenn es da auch keine Lager für die Uiguren gäbe. Und da muss ich schon widersprechen. Das ist, glaube ich, kein Diskreditierungsmechanismus, sondern das ist ja, die sind da, die gibt es. Ja. Und die kann man auch nicht wegdiskutieren, diese Seite. Deswegen ist doch die Frage, also wir machen das China-Thema gleich zu, weil wir noch viele andere interessante haben. Aber ich glaube, da sind wir ganz anderer Meinung. Ich finde es wiederum interessant, dass Sie sagen, Moment, wir müssen uns auch das mal angucken, zu sagen, wie können wir da interagieren. Aber ich wäre da schon ein bisschen kategorischer zu sagen, was entweder das, was ich für humanistisch gut und wahr halte, ist gut und wahr oder ist es eben nicht. Da haben wir gar keine gegenteilige Meinung. Lager gehen nicht. Punkt. Kein Mensch gehört in ein Lager. So, und wenn, dann gibt es ein rechtsstaatliches Prinzip, wo wir Gewaltenteilung haben. Es gibt einen Ankläger, es gibt einen Verteidiger und es gibt einen objektiven Dritten, der entscheidet. Das ist unser größtes Gut. Ja? Punkt. Aber ich weiß nicht, ob wir so kategorisch diesen moralischen Oberton fahren sollten, solange wir außerhalb der... Ich habe doch noch gar nicht gesagt, was ich sagen wollte. Solange wir außerhalb der USA, weil in den USA ist es verboten, auf fremdem, gepachteten Territorium Lager halten, wo nach nicht rechtsstaatlichen Prinzipien Menschen festgehalten werden. Ich glaube, das Lager ist Guantanamo, ist in Kuba. So, und insofern würde ich sagen, beide Lager weg und die Welt ist in Ordnung. Können wir uns darauf verständigen? Wir können uns komplett darauf verständigen, keine Menschen im Lager. Da bin ich ganz bei Ihnen. Wir verlassen jetzt mal vielleicht das China-Thema. Sie haben vorhin gesagt, Schade. Wir gehen mal weg vom China-Thema mit dem Blick auf die Uhr auch. Sie haben vorhin gesagt, wir müssen ja ein besseres Angebot machen. Das finde ich interessant. Weil die Frage ja im Raum steht, haben wir das bessere Angebot, können wir oder machen wir das noch oder haben wir das bessere Angebot verloren? Sie haben vorhin gesprochen über Wirtschaftskraft in Europa, über schwindende Wirtschaftskraft und dann aber auch über dieses hohe Gut der freien öffentlichen Meinung. So, die Sie ja eigentlich auch schwinden sehen in vielen Bereichen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich als kleiner Theaterintendant merke so, dass so spätestens seit Corona gibt es so irgendwie so eine Art Wagenburg eines Diskurses in der Mitte und den verlässt kaum einer. Und da ist mir tatsächlich die Berliner Zeitung immer aufgefallen, weil die da ausbricht, weil die diese Diskurse befeuert. Bräuchten wir da auch in den Zeitungen wie im Spiegel, wie in der Zeit, wie sonst wo einfach mehr Mut, sich diesen Diskursen anzuschließen? Sehen Sie da eine Hoffnung, dass das wieder kommt? Ich sehe manchmal so zaghaft auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie immer wieder jetzt mehr, also zum Beispiel langsam kommt dieses Thema Corona-Aufarbeitung mal durch. Waren das so alles gut und richtig, diese Maßnahmen, die wir hatten? War es offensichtlich nicht. So ganz zaghaft kommen solche Dinge durch. Haben Sie da Hoffnungen, dass wir das wieder erreichen, dass wir da wieder hinkommen auf so ein kritisch bissiges Niveau? Ja, klar kommen wir da wieder hin. Die Frage ist nur, wie lange es dauert und wie hoch die Seminargebühr an dieser Stelle ist. Also ich weiß noch, wie wir beschimpft wurden von allen Seiten, weil wir uns gestattet hatten, ein Pro und ein Contra zu bringen, auf einer Seite. Wir haben also den russischen Botschafter gebeten und den ukrainischen Botschafter. Und beide hatten die Souveränität und sie wussten davon, also der eine war so, sie wussten davon. So, und beide haben sie niedergelegt. Was, wunderbar, cool. Dann ging ein Geschrei los. Wir dachten, das ist ein Akt von Zivilisation, da war der Krieg noch nicht ausgebrochen, dass die so miteinander reden. Und die hätten weiter miteinander reden sollen, anstatt aufeinander zu schießen. Also was die Russen da gemacht haben, ist nicht in Ordnung, ja, ganz klar. Aber ich dachte, ich sehe nicht richtig. Irgendwann vor 1,5–2 Jahren gucke ich abends mal Tagesthemen, passiert echt selten und dann kam plötzlich Pro und Contra. So, wow, die haben bei uns gelernt, geht doch. So, ich denke, dass das wieder dahin kommen wird. Wir sind jetzt nur gerade in so einer Spirale aufgrund dieser ganzen Veränderungsdynamik, die ja eigentlich ein riesiges Chancenpotenzial für uns hat, aber wo noch über die Risiken mehr diskutiert wird als über die Chancen. Und da kommen wir wieder zurück zu den Ostdeutschen. Die Ostdeutschen sehen da ja die Chancen und sind da ein bisschen gelassener und weniger ängstlich vor Veränderung. Dass wir erst noch ein paar Risiken realisieren müssen, um dann zu verstehen, ja, Negation der Negation, es muss alles erst richtig schlimm werden und dann schlägt es um in neue Qualitäten. Wie gesagt, ich würde gerne helfen, dass wir diese Seminargebühr so klein wie möglich halten und dass wir wieder dahin finden, dass so dieses offene, freie Wort, auch das Kontroverse,
wieder geführt werden kann. Und ich habe neulich mit einem Kollegen diskutiert, so gesagt, wenn jetzt Tucholsky oder ein Remarque heute leben würden, würden die jetzt auch wieder das Land verlassen? Oder welche Chance hätte so ein Tucholsky eigentlich heute? So, und da waren wir uns beide nicht so richtig sicher. Und es muss eigentlich wieder dahin kommen, dass genau dieses große Fragezeichen weggewischt werden kann. So ein Quatsch. So, und ich weiß nicht, wie Sie es einschätzen würden, aber ich glaube, so ganz so leicht hätte es so ein Tucholsky heute auch nicht. Nee, Tucholsky hätte es, glaube ich, nicht leicht, aber er könnte reüssieren. Bei solch schwachbrüstigen Satirikern wie Jan Böhmermann wäre ja ein leuchtender Stern am Himmel dagegen. Ja? Was mich in den letzten Jahren da ganz stark stört, ist, dass Satire angefangen hat, nach unten zu treten. Und das finde ich immer ganz, ganz widerlich. Also jetzt nochmal Beispiel Jan Böhmermann, der irgendwie früher auch mal irgendwie Mächtige angegriffen hat, Varoufakis-Finger und sonst was. Und irgendwann angefangen hat, irgendwie eine Biologin, die übers Gender irgendwie promoviert, in seiner Show ins Lächerliche zu ziehen. Das finde ich nicht okay. Satire muss immer die Mächtigen angreifen, finde ich. Und das tut sie ganz, ganz häufig leider überhaupt nicht. Also weder in keiner der populären sogenannten Satire-Sendungen. Es mag aber auch daran liegen, dass wir nicht die erste Nation sind, wenn es um Humor geht. Naja, nee, doch eigentlich, gut, ich sehe es anders. Ich denke, dass Medien und Politik viel zu eng miteinander sind. Und Herr Böhmermann ist Angestellter oder fester Freier mit seinem Firmenkonglomerat des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Der ist durchfinanziert bis Oberkante, Unterlippe. Da ist kein Wettbewerb mehr. So, und diese Enge von Medien oder Kreativen und Staat oder Politik, die ist nicht gut. So, und das sollte auch wieder so ein bisschen auseinandergezogen werden und da sollte auch wieder eher ein bisschen mehr Wettbewerb ins System. Dass also jüngere, kreative Comedians dann auch eine Chance haben. So, und die haben in dieser Struktur wenig Chancen, weil sie entweder komplett alternativ und unterfinanziert agieren und dann eigentlich immer kurz vor der privaten oder strukturellen Insolvenz stehen und dann diesen überfinanzierten, wenig wettbewerbsorientierten, verwaltenden Strukturen. So, und das haben wir ja im Zeitungsgeschäft genauso. Also im Flieger des Bundeskanzlers mitzufliegen, ist die höchste Ehre für einen Journalisten von Spiegel, Zeit, was auch immer. So, ich sage mal meinen Kollegen, tut das bitte nicht, denkt gar nicht drüber nach. Wir machen das bitte selber, weil es korrumpiert. Auf eine ganz milde Art und Weise, aber es sorgt dafür, dass diese notwendige Distanzlosigkeit weg ist. Und es geht darum, dass man auf Augenhöhe, wir kommen wieder auf diese Ebenenkonformität zurück, dass man ebenenkonform zwar konfrontativ, aber kooperativ irgendwie miteinander umgehen muss und dass diese Korruption an dieser Stelle unterbunden wird. Und ich denke, dass Herr Böhmermann in gewisser Weise jetzt einfach durch die wirtschaftlichen Verflechtungen hoch korrumpiert ist. Und ich mache das an einem ganz anderen Fall fest. Der BSI-Chef, ja, also das Bundesamt für Informationssicherheit, wenn wir im Systemkonflikt sind und uns ja entsprechend aufstellen müssen, Deutschland ist ja nun wirklich der Vorreiter für Digitalisierung und dann nochmal die Verwaltung so richtig vorneweg. Das Bundesamt für Informationssicherheit ist eine sehr honorige und sehr kompetente Behörde. Und dann den Chef dieser Behörde, und ich kenne ihn persönlich, und insofern mache ich mir da gar keine Sorgen, mit so einer Räuberpistole da so beiseite zu räumen, ich fand das unsouverän. Also es tut mir leid, das lässt die Demokratie viel stärker und das Vertrauen in demokratische Prozesse oder rechtsstaatliche Prozesse viel stärker erodieren, als jedes Geld, was die dafür verantwortliche Innenministerin von der SPD in irgendwelche Education-Programme investiert. So, und da ist Ursache und Wirkung komplett auseinandergerutscht und so dieses Check-and-Balance-Verfahren funktioniert einfach nicht mehr. Oder so ineffizient, dass wir sagen, wow, das wird langsam gefährlich. Gebe ich Ihnen vollkommen recht, gerade bei dem Fall, den sehe ich ganz genauso wie Sie. Und das ist ja interessant, also weil wir über Satiriker gerade sprachen, Christine Praillon hat ja auch irgendwie einen Abschied von der, ich glaube, Heute-Show oder war es genommen und sich dem Manifest für einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeschlossen, die ja tatsächlich genau diese Reform fordern, weil sie sagen, es fehlt, der Debattenraum wäre eingegrenzt und es würde versucht, eher Minderheiten und abweichende Meinungen zu diffamieren oder mundtot zu machen. Ich finde es ganz, ganz interessant in meinen Kreisen. Nun sind wir im Theater doch auch eher in einer linksprogressiven Bubble unterwegs oder so. Wie ich in den letzten Jahren da auch immer wieder merke, wie eng doch manche Meinungskorridore sind und wie schwierig das manchmal ist, eine kontroverse Meinung nach draußen zu geben. Also ich gebe Ihnen das Beispiel, draußen in unserem Haus hängt das Banner die Waffen nieder. Das haben wir aufgehängt, als die Hamas Israel angegriffen hat. Es lief ja auch schon der Ukraine-Krieg. Wir müssen uns irgendwie positionieren. Ich habe damals gesagt, wir als Theater
nehmen uns jetzt die Frechheit heraus, uns wie immer nicht zu positionieren, sondern eine humanistische und pazifistische Grundhaltung zu haben. Und während alle fordern, zu sagen, es ist gerade richtig, Waffen dahin zu liefern, es ist gerade wichtig, Waffen dahin zu liefern und es ist gerade wichtig, da und dort zu kämpfen. Und das ist es sicher. Natürlich soll Israel sich verteidigen, natürlich soll die Ukraine sich verteidigen. Aber einfach einmal wieder bei all diesem Kriegsgetöse, ich höre immer nur Krieg, 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 einmal wieder über die Möglichkeit des Friedens nachzudenken. Und mein Beispiel ist, ich finde das eigentlich keine schlimme These, aber das war schon kontrovers. Also einfach zu sagen, wir wollen über die Möglichkeit des Friedens nachdenken, war schon, ja, seid ihr jetzt Putin-Versteher, soll sich Israel nicht verteidigen? Auf ganz konkret, also wir könnten im Übrigen über 1000, wir könnten über wie viele Zehntausende Menschen in den letzten Jahren in der Tigray-Region gestorben sind, könnten wir machen. Interessiert keinen, weil es in Afrika ist. So, also Ukraine und Israel interessieren uns noch irgendwie, aber da ist es schon wieder weit. Also wir könnten über 1000 andere Konflikte reden. Also nur mal zu sagen, diese Einengung eines Debattenraums ist ja auch immer eine Verschiebung. Vor ein paar Tagen hat Olaf Scholz mit Putin telefoniert, was, glaube ich, noch vor 1,5 Jahren oder vor einem Jahr völlig undenkbar gewesen wäre, weil Putin-Versteher und sonst was. Wie kommen wir dahin, dass wir es schaffen, uns gegenteilige Meinungen wirklich wieder zu sagen und auch anzunehmen und nicht von vornherein zu wissen, was gut und richtig und was falsch ist? Ganz einfach, indem wir es ansprechen, indem Sie mich einladen und ich in einem Theater sitze, wo das vorne an der Tür hängt. Wir sind übrigens auch öffentlich finanziert. Vielen Wunderbar. Dank. Und wir sind durch unsere Kunden finanziert. Insofern herzlichen Dank an die Kunden der Berliner Zeitung. Wir empfehlen Sie uns weiter. Nein, ich denke, da geht es auch wieder so, das bessere Angebot zu machen, weil ich glaube, keine Mutter, weder eine ukrainische noch eine russische, noch eine in Gaza, obwohl das ist vielleicht doch noch mal ein bisschen anders, weil es auch so als Waffe eingesetzt wird, oder in Israel möchte, dass ihr Sohn irgendwo schwer verletzt wird oder schlimmer noch stirbt. So, das kann keine Mutter wollen. So, und die Frage ist ja, müssen erst ganz viele sterben, muss erst ganz viel zerstört werden, bis man dann ermattet da niederliegt und sagt, okay, jetzt leben wir also mit Polen hier 50 Meter weiter in Frieden oder in Frankreich. Und wir haben ja praktisch mit all unseren Nachbarn mal irgendwann schwere und blutige Kriege geführt und mittlerweile leben wir mit allen in Frieden. Ja. So waren diese 4 Millionen Toten notwendig. Vielleicht hätte es einen intelligenteren Weg des Interessenausgleichs gegeben. So, und das ist ja meiner Meinung nach eine notwendige und dringend angeratene Diskussion. Gibt es andere politische Wege des Interessenausgleichs als einen bewaffneten Konflikt? Weil das, was momentan passiert, ist ja nur ein leises Vorspiel von dem, was noch droht, wenn man sich einfach die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen in der Welt anschaut, so BRICS-Staaten und diese ganzen jungen, gut ausgebildeten Länder, die jetzt sagen, ey, wir wollen da irgendwie einen Fair Share haben an dem Kuchen, was also komplett legitim ist. So, und wenn wir dafür keinen Conflict-Resolution-Modus entwickeln, und da könnte sich ja Deutschland wunderbar positionieren, so, und gerade aus unserer Geschichte heraus ein Angebot formulieren, dann würden wir, glaube ich, was Gutes tun. Und da vermisse ich zum Beispiel in der Presse ganz, ganz massiv, dass man diese Möglichkeit überhaupt in Betracht zieht und diese Diskussion führt, anstatt sich in diese Ecke zu stellen, zu sagen, es geht eigentlich nur um maximale Konfrontation, lasst uns bis Moskau marschieren, ist schon zweimal richtig gut gegangen, so, und dann irgendwie die Freiheit verteidigt haben. Also es ist mir einfach, um das auch ganz klar zu sagen, ich bin einfach zu denkfaul, darüber nachzudenken, ob das jetzt auf der einen Seite komplett korrekt ist, einen jemanden in den Rücken zu schießen. Nee, das war nicht korrekt, aber von vorne ersaufen zu lassen, das ist korrekt. Ich bin einfach zu denkfaul, es hat keiner zu sterben. Das sollten wir jetzt im 21. Jahrhundert irgendwie hinbekommen. Also insofern, denke ich, ist es auch ein bisschen unsere Verpflichtung, so daran zu erinnern, zu sagen, also ihr seid gut ausgebildete, gewählte Vertreter des Volkes als Politiker, macht einfach euren Job, und zwar im Interesse dieses Landes und dieser Bevölkerung, und wenn ihr noch ein bisschen freie Kapazitäten habt, für die anderen mit. Ja. Also ich finde das wirklich eine ganz interessante Perspektive, weil sie sagt, gerade klar ist schon zweimal schiefgegangen und überhaupt, wie wir natürlich über Jahrhunderte immer wieder uns tatsächlich über Krieg definieren und wirklich die Möglichkeit des Friedens so ein fast schon undenkbarer Zustand ist, so weit weg, dass man das irgendwie gar nicht mehr reinholen möchte. Und es ist ja, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, es ist ja die komplette kognitive Dissonanz, also auch in den deutschen Eliten, also zu staunen. Also was haben wir für Prozesse, um einen Fahrradweg anzulegen oder ein Atomkraftwerk zu betreiben, und welche Angst davor haben wir, dass ein Atomkraftwerk irgendwann mal einen größten anzunehmenden Unfall produziert. Deswegen haben wir sie vorsichtshalber abgeschaltet. Wir akzeptieren aber mit größter Selbstverständlichkeit, dass die größten Kernkraftwerke der Welt, ja,
1500 Kilometer von hier östlich, momentan mitten in der Hauptkampflinie dieser russisch-ukrainischen Front sind und knallen da mit irgendwelchen Raketen rum, die bei diesen ganzen Jammer-Technologien alle nicht mehr genau gezielt werden können. So, also wenn da jetzt irgendeine Rakete falsch landet, haben wir Tschernobyl mal N und wir sind hier alle nicht mehr da, wo wir sind. Und das tolerieren wir mit völliger Selbstverständlichkeit. Also tut mir leid. Sie haben gerade über kognitive Dissonanz in dem Zusammenhang gesprochen. Ich würde auch mir fällt da immer wieder ein, so eine Idee von A, der Meinungsführerschaft und B, der Schweigespirale. Also wenn uns eine Sache immer wieder so entgegenschallt, das ist jetzt das Gute, das ist das Wahre, das ist das Richtige, dann ist es sehr schwer da zu sagen, so stelle ich mir das aber nicht vor oder man könnte das auch anders sehen. Also das ist ja der Wert der Kontroverse, der Gegenmeinung, wie wir es vorhin hatten. Also das können wir jetzt machen über sagen, ist Krieg und Frieden richtig, was sollten wir machen? Ich glaube, da sind wir uns wirklich alle einig. Es sollte erstens keine Lager für Menschen geben, es sollte auch niemand im Kriege sterben müssen, man sollte immer versuchen, eine friedliche Lösung zu finden und gleichwohl ist Putin der Angreifer und der Aggressor, Punkt. Und da sind wir uns einig. Und wir können das ja in so vielen Punkten weiterführen. Wir können ja sagen, natürlich soll niemand an Corona sterben und trotzdem müssen wir diskutieren, waren diese Maßnahmen alle so richtig? Ist das korrekt, was da lief oder ist da viel mehr kaputt gegangen, als wir eigentlich bewahrt haben? Ja, aber lassen Sie uns doch darüber diskutieren, wo ist das Problem? Ja, ist ja. Also ich meine, international müssen wir doch nur dafür sorgen, dass das, was wir auf nationaler Ebene als Folge der Aufklärung und der brutalster religiöser und wirtschaftlicher Kriege irgendwann mal erfunden haben, nämlich Gewaltenteilung. Können wir das bitte auf internationaler Ebene auch machen? Wir haben ja so einen internationalen Strafgerichtshof und können wir bitte dafür sorgen, dass irgendein objektiver Dritter entscheidet, wann das Gewaltmonopol eingesetzt wird. Aber das Gewaltmonopol ist ein Monopol, das liegt bei diesem objektiven Dritten. Das haben wir im internationalen Umfeld nicht, aber es wäre ja vielleicht ein hehres Ziel, das zu probieren. Das hat man nach dem letzten großen Massaker, nach dem Zweiten Weltkrieg ja mit der Gründung der UN gemacht. Wo ist die UN heute? Wie wirksam ist sie? Das wäre meiner Meinung nach eine relevante Diskussion. Und bei Corona, mein Gott, keiner wusste, was da los ist. Wir wissen bis heute nicht, woher das kommt und was das wirklich war. Ich weiß es auch nicht. So, und ich glaube, dass alle Verantwortlichen an der Stelle versucht haben, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln. Kann das vollständig fehlerfrei passiert sein? Nein, nichts ist vollständig fehlerfrei. Haben wir die Möglichkeit, heute darüber so zu diskutieren, dass wir beim nächsten Mal, was mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit passieren wird, das ist Biologie, etwas besser machen können? Und da muss ich sagen, die Diskussion vermisse ich. So, und haben wir das Format für diese Diskussion? Nein, sondern wir haben genau wieder diese Schweigespirale oder diese Diskreditierung. Bestimmte Sachen darf man sagen, bestimmte Sachen sind dann verschwörungstheoretisch. Wir haben diese Alternativmedien, die sehr laut sind, sehr schrill und ab und zu mal ein bisschen unsachlich. Dann haben wir dieses Schweige, wie auch immer man das nennt, aber ein kultivierter Austausch von These, Antithese, Synthese oder so Falsifizieren oder Verifizieren von Erkenntnis und daraus Erkenntnisprozess stimulieren, den vermisse ich momentan. So, und die Frage ist, wie kommt man da hin? Naja, da ist ja auch ein Problem. Ich bin weder Biologe noch Virologe noch sonst was. Das heißt, ich muss erstmal die Dinge glauben, die mir Herr Drosten, die mir Herr Lauterbach, die mir Frau Nuyen, die mir die so erzählen. Und wenn ich dann aber im Nachhinein merke, das war gar nicht so wirklich nur Wissenschaft, sondern da war schon viel Politik mit dabei, und dann ist das natürlich blöd, weil da geht Vertrauen in die Wissenschaft verloren. Da geht Vertrauen verloren, zu sagen, ich kann dir glauben, wenn du mir das sagst, weil du bist irgendwie in dieser Position der Autorität des Wissenschaftlers. Für mich ist das allergrößte Problem, weil ich muss in so vielen Bereichen vertrauen, einfach, dass die Leute mir die Wahrheit sagen. Ja? Nee. Das verschüttet doch was. Da würde ich insofern widersprechen, weil einfach aufgrund technologischer oder wissenschaftlicher Entwicklung und wir mittlerweile in so komplexen Mustern leben, was ja per se gut ist, weil wir leben alle länger, es sterben weniger im Verkehr. Also eigentlich wird die Welt immer besser. Ja? Es fühlt sich nicht so an, aber es ist tatsächlich so. Und das sind ja alles Prozesse, so Try and Error, dass die Dinge sich in die richtige Richtung entwickeln. Und die Kollegen werden sicherlich in dem Moment der Meinung gewesen sein, dass sie alles richtig machen, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Also insofern, glaube ich, würde ich da gar nicht ansetzen, sondern ich würde eher ansetzen auf einer Metaebene. Was müssen wir in diesen diskursiven Prozessen, in dieser Kommunikation verändern, damit wir dieser anschwellenden Komplexität besser gerecht werden?
Und das kann doch nicht sein, dass wir viel stärker in links, rechts oder schwarz-weiß, das darfst du sagen, das darfst du nicht sagen, reagieren. Das ist ja so ein bisschen wie die katholische Kirche vor ein paar hundert Jahren. Ne? Erde, Scheibe oder doch nicht? Ja? Worum dreht sie sich? Was dürfen wir sagen, was nicht? Wen stecken wir auf den Scheiterhaufen? Das sind ja dieselben Mechanismen. So, und wir sind da in so einer Veränderung, wo wir lernen müssen als Gesellschaft mit dieser riesigen Diffusion und diesem Erkenntnisnebel souveräner als bisher umzugehen. Und das haben wir nicht gelernt. Aber da haben Sie Hoffnung, dass wir mit dieser anschwellenden Komplexität klarkommen? Ja, müssen wir. Und sind wir bisher auch immer. Nur blöderweise war bisher immer die Seminargebühr so teuer. Ja, so Millionen von Toten. So, vielleicht können wir das jetzt mal irgendwie considern, dass wir sagen, hey, lasst uns doch mal so darüber nachdenken, wie wir genau den schlimmsten anzunehmenden Unfall nicht erleiden, den zweit- und drittschlimmsten auch nicht. Und was müssen wir heute dafür tun, dass das nicht passiert? Und die Diskussion vermisse ich. Die vermisse ich bei den Öffentlich-Rechtlichen, die vermisse ich bei den Ressortleitern, Chefredakteuren, Verlagsgeschäftsführern, bei den anderen Medien, die vermisse ich in der Politik, in der Wissenschaft, dass man sich mal zurückzieht, ein paar unaufgeregte Menschen, die auch kompetent sind in ihren jeweiligen Fachgebieten und sagt, so jetzt lasst uns doch mal darüber nachdenken, was haben wir gelernt? Und was sollten wir beim nächsten Mal besser machen? Dann schreiben wir einen ordentlichen Bericht. Und die dort zusammensitzen, haben 2 Qualifikationsstufen. Erstens, sie haben wirklich Ahnung von ihrem Thema. Und zweitens, sie sind unabhängig, mindestens von der Politik. Das wäre mein Vorschlag. So, und all die sich da äußern, sind es in irgendeiner Art und Weise nicht, weil sie entweder von dem bezahlt werden oder wie auch immer so. Und deswegen, ich denke, dass es nicht so kompliziert wäre. Ich finde es vor allem schön, dass Sie gesagt haben, die Welt wird Ihres Erachtens immer besser. Diesen Optimismus, den schätze ich sehr und den möchte ich auch teilen. Und ich möchte den vor allem auch mit Ihnen allen hier im Saal teilen, denn jetzt haben wir eine gute Stunde hier geredet, aber es soll ja auch die Möglichkeit für Sie geben, am Diskurs teilzuhaben. Das haben wir ja gerade länglich gepredigt, um zu sagen, Sie können mitreden. Wir haben gleich 2 Mikrofone hier im Saal unterwegs. Die Kollegen sind so nett und werden die für Sie halten, wenn Sie eine Frage haben. Ich habe aber so ein kleines, naja, wie soll ich sagen, ein kleines Warm-up-Spiel für Sie dabei, damit Sie sich ein bisschen aufwärmen können zum Fragen stellen und sich mal so selbst positionieren können. Das habe ich von Aaron Burgs von Penn Berlin bekommen, deshalb an dieser Stelle, Aaron, vielen Dank dafür. Ich habe das einfach mal geklaut, er hat es mir erlaubt, ja. Aber ich würde jetzt einfach mal... Ich würde ganz kurz nochmal, ja. weil das, was der Penn damals organisiert hat, ich fand das großartig. Ich fand das das beste Format der letzten 10 Jahre, was diesen West-Ost-Konflikt betraf. Insofern an dieser Stelle den Kollegen, wo auch immer die Kamera ist, großartig. Danke. Also hier auf dieser Bühne am 25. August hatten wir eine Veranstaltung von Penn Berlin, die in, ich glaube, 38 ostdeutschen Städten unterwegs waren, mit einem Format, das hieß, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Genau zu dem Thema, irgendjemand war da, jawohl, schön. Diskurs, worüber reden wir nicht. Das hat Dennis Yücel und Aaron Burgs haben das organisiert. Federführend waren die unterwegs in der ganzen Republik mit vielen Gästen. Wir hatten den Kollegen Politikchef von der Bild-Zeitung hier. Das war ganz nett. Dann hatten wir noch eine Journalistin von der Leipziger Volkszeitung und wen hatten wir noch? Eine Autorin. Genau. Also, ich habe diese Fragen hier, wenn Sie einfach mal ein bisschen mitmachen wollen, meine Damen und Herren, um sich locker zu machen für eine Fragerunde. Wenn Sie einfach mal kurz die Hand heben. Es kommen jetzt ganz, ganz viele Fragen, nicht lange nachdenken, einfach schnell, spontan die Hand heben, wenn Sie zustimmen, ja? Wer im Saal ist gebürtiger Ossi? Wer ist gebürtiger Wessi? Wer möchte sich keinesfalls in Ossi und Wessi einteilen lassen? Wer findet, der Osten wird allgemein zu mies gemacht? Wer findet, der Osten ist noch viel schlimmer, als die Wessis denken? Wer findet, dass der alte Westen den Osten einfach nicht versteht? Wer glaubt, dass das noch lange so bleiben wird? Wer von Ihnen findet im Gegenteil die Wessis unbegreiflich? Wer möchte am liebsten wegziehen, wenn er nur könnte? Wessen Kinder sind schon lange weg? Wer ist nach einem Aufenthalt im Westen wieder in der alten Heimat zurück? Wer spricht ganz gut Russisch? Wer spricht ganz gut Englisch? Wer findet, dass Frauen in der DDR gleichberechtigter waren? Wer hat früher Westfernsehen gesehen? Wer sagt heute noch Kaufhalle? Konsum. Broiler. Wer findet Badekleidung grundsätzlich überflüssig? Wer geht zumindest 1-, 2-mal im Jahr in die Kirche?
Wer ist Mitglied einer Partei? Wow. Wer ist Mitglied in einem Verein? Wer war schon mal auf einer Demo? Wer findet, man sollte sich viel mehr engagieren? Wer informiert sich regelmäßig bei der Tagesschau? Wer informiert sich regelmäßig bei Telegram? Wer hat ein sächsische Zeitung-Abonnement? Wer findet Lügenpresse ein böses Wort? Wer findet, da ist was dran? Wer könnte auf sein Auto verzichten? Wer könnte auf sein zweites Auto verzichten? Wer ist fürs bedingungslose Grundeinkommen? Wer findet, dass die Migrationspolitik falsch läuft? Wer ist für eine effektivere Klimapolitik? Wer hat Kinder, die bei Fridays for Future sind oder waren? Ich glaube, es ist tatsächlich keiner hier. Wow, okay. Bei wem sind durch Corona-Diskussionen Freundschaften zerbrochen? Wer glaubt, dass die Menschen im Westen weniger wachsam sind, was Freiheit und Demokratie betrifft? Wer hat Angst um die Demokratie? Wer findet Gendern doof? Wem ist das ganze Gerede über das Gendern herzlich egal? Wer glaubt, dass die NATO Mitschuld ist am Ukraine-Krieg? Wer findet, dass die Ukraine verteidigt werden muss? Wer findet es gut, dass Sarah Wagenknecht eine neue Partei hat? Wer findet, dass die AfD dämonisiert wird? Wer findet die AfD gefährlich? Wer wünscht sich Angela Merkel zurück? Das ist auch eine halbe Stimme, sehe ich da. Wer hat Dirk Oschmanns Buch gelesen? Wer fand Goodbye Lenin blöd? Wer fühlt sich mit der gegenwärtigen Politik an die SED-Diktatur erinnert? Wer war 1989/90 für eine bessere DDR? Wer bedauert weiterhin, dass es dazu nicht gekommen ist? Wer rechnet immer noch in D-Mark um? Und zum Schluss, bevor wir jetzt mit den Fragen loslegen, wer findet, dass in Deutschland Meinungsfreiheit herrscht? Und wer hält die Meinungsfreiheit für eingeschränkt? Meine Damen und Herren, Ihr Podium, wenn Sie Fragen haben, hier sind 2 Mikrofone für Sie unterwegs, links und rechts, zeigen Sie einfach auf. Wenn Sie mitreden möchten, wenn Sie uns was fragen möchten, ich darf Sie bitten, halten Sie es möglichst knapp und auf den Punkt. Es wollen ja alle was fragen. Vielleicht möchte auch gar keiner was fragen, dann mache ich weiter mit den Zeigesachen. Nein, habe keine mehr. Dort, der Herr hat eine Frage. Wenn Sie vielleicht das Mikrofon nehmen, damit die Zuschauer im Internet das auch hören. Also mein Name ist Thiel Thorsten, lebe in Dresden, komme hier aus der Region, habe in Görlitz im Waggonbau gelernt, habe mein Abitur an der Judith-Curie-Schule hier gemacht und komme eigentlich aus Lodenau, da bin ich groß geworden. Genau. Also mir ist aufgefallen, dass in der Zeit nach der Wende, wenn ich öffentlich-rechtliches Fernsehen gesehen habe und Zeitungen gelesen habe, die größeren Blätter, dass ich so etwas wie so Verschwörungspresse sozusagen oder was man jetzt sagt, so die NIOS oder was es so alles gibt, sowas habe ich auch schon gelesen oder gesehen, aber dass man das eigentlich nicht braucht. Verschiedene, die öffentlich-rechtlichen Medien entlarven die Lügen meistens 5 Jahre später oder 10 Jahre vorher. Also wenn jemand von Ihnen Stratcom kennt, in Brüssel, strategische Kommunikation, so ein Ding zwischen NATO und EU, da wird die Kommunikation hergestellt oder geplant, wie wir sie eigentlich jetzt sehen bei Maischberger und Co. Und die Ankündigung dafür, die lief in der Tagesschau vor 5 Jahren, also kurz vor dem Ukraine-Krieg und so weiter und so fort. Ein zweites Beispiel habe ich noch, bei sämtlichen amerikanischen Kriegen seit dem Zweiten Weltkrieg, das habe ich aus einem Dokumentarfilm aus dem ZDF, gab es in deren Parlamenten immer Kriegsgegner. Die wurden im amerikanischen Staat durch die meinungsführenden
Zeitungen, New York Times, Washington Post und so weiter und so fort, immer diskreditiert, schon im Hinwand dann zu dem Krieg, da war der noch gar nicht ausgebrochen, als er ausbrach, waren die obsolet. Sie haben es meistens durchgehalten, 3 Leute, 6 Leute, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Nach den Kriegen wurden sie sehr oft oder fast ausschließlich rehabilitiert, aber erst danach, wenn es nicht mehr so wichtig war. Also diese 2 Aspekte finde ich gut. Man kann irgendwie sehen, es ist gar keine Frage, es ist eigentlich keine Frage, es ist ein Diskussionsbeitrag sozusagen dazu, dass man, wenn man genau hinhört, sozusagen man keine schrägen Blätter oder sowas braucht, sondern dass sich die ARD, ZDF im Syrienkrieg war das oft der Fall, selbst die Wahrheiten aussprechen, nur nicht genau zu dem richtigen Zeitpunkt, sondern ein paar Jahre vorher, ein paar Jahre nachher. Und dass es Dinge gibt, der zweite Beitrag von mir war deshalb, weil ich diejenigen Leute bestärken möchte, die eine dezidierte oder eigene Meinung haben, die dürfen sie gerne jederzeit hinterfragen, sollen sie sogar, aber sich nicht madig machen lassen sollen, beziehungsweise sich keine Angst davor haben sollen, als Verschwörungstheoretiker oder als Schwurbler, als Putin-Freund und solches zu gelten. Das kann man, wie gesagt, jederzeit gerne hinterfragen oder sollte es, aber keine Angst davor haben und das auch mal aushalten. Es kann sein, dass man nachher Recht hatte. Aber das wäre schade, wäre besser, wenn man vorher Recht, also wenn vorher... Ja, okay, wunderbar. Vielen Dank für das Statement. Aber ist das nicht ohnehin sehr schwierig, immer diese Grenze zu ziehen, weil in unserer modernen Medienlandschaft, ich habe gerade Telegram, ich habe sonst was erwähnt, kreucht und fleucht ja viel. Und viel wirklich barer Unsinn, der aber auch irgendwie geteilt und geglaubt wird, mit auch viel Kritik und Ähnlichem. Also da ist vielleicht sogar Medienkompetenz sinniger als alles andere. Ich weiß es nicht. Wir haben da eine Frage. Es geht wieder zurück auf dieses, wie gehen wir mit dieser anschwellenden Komplexität um, weil früher gab es eben eine Zeitung, eine Redaktion mit einem Chefredakteur und die waren der Gatekeeper. Diese Gatekeeper-Funktion ist weg. Aber können wir das jedem Einzelnen zumuten? Können wir jedem einzelnen Kind zumuten? Das ist dieselbe Diskussion wie vor 250 Jahren. Also als der Adel irgendwann seine Privilegien aufgeben musste. Können wir wirklich jedem Bauernkind zumuten, dass es jeden Tag zur Schule geht? Das ist doch tatsächlich Lesen und Schreiben lernt? Jedem Kind? Naja, aber ich meine... Bitte, jetzt nochmal. Wir müssen das lernen, weil sonst sind wir ja in einer modernen Welt auf eine andere Art und Weise Analphabeten. Gut, da haben Sie recht. Also diese Bewertung von Quellen, ja. Ich würde mir trotzdem nicht zumuten. Also ich würde mir nicht anmaßen, ein Urteil zu fällen über irgendeinen virologischen Tatbestand. Nein, kenne ich mich zu wenig aus, selbst wenn ich darüber lese. Das ist doch ähnlich wie bei Lebensmitteln. Also wenn so bestimmte Unfälle passieren, wird danach geschaut, was passiert ist und warum es passiert ist. Und dann wird daraus irgendeine neue Procedure entwickelt, eine neue Policy und dann müssen sich alle dran halten. Nennt sich irgendwie Selbstheilungsprozesse. Gibt es in jeder Industrie, die irgendwie reguliert ist. Mein Vorschlag wäre zum Beispiel, dass im öffentlichen Rundfunk oder in den Zeitungen, also alles, was so ein bisschen seriöser für sich zu sein behauptet, zum Beispiel jeder Artikel, der in irgendeiner Art und Weise influenced ist von einer halbstaatlichen oder einer staatlichen Stelle. Das passiert ja ab und zu mal, dass eine Ermittlungsbehörde irgendeinen persönlichen Kontakt hat und dort dann irgendwas in der Süddeutschen auftaucht. Ja? Das ist dann hart investigiert und man hat den Quellenschutz, aber eigentlich ist es so, dass da drunter geschrieben wird, dieser Artikel ist entstanden in Kooperation mit einer halbstaatlich finanzierten Struktur oder mit einer staatlichen. Wäre ich schon mal dankbar, dann weiß ich, okay, da steckt der Staat dahinter. So, und wenn ausländische halbstaatlich finanzierte oder eine ausländische staatliche Stelle, dann würde ich mich auch freuen, wenn das drunter steht als Transparenzhinweis. Aber wir sollten nicht so tun, als wenn das irgendwie investigiert ist und dann, also ja, und Quellenschutz und wir haben da was rausgekriegt. Quatsch. So, da wird ja von allen Seiten, wirklich von allen Seiten versucht, entsprechend Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, das sind so erste Schritte, um dieses Vertrauen nicht weiter erodieren zu lassen, sondern überhaupt das mal auf dem Niveau zu halten, damit man dann über diese Selbstheilungsmechanismen dahin kommt, dass man genau Medienkompetenz entwickeln kann, aber auch das Vertrauen in Presse oder in Öffentlichkeitsarbeit wieder steigt. Ich glaube, das ist nicht so kompliziert. Und vielleicht noch eine Bemerkung, und das ganze Gegenteil von dem ist, wenn man halbstaatlich finanzierte Strukturen wie Korrektiv loslässt oder von der Bundesnetzagentur finanzierte Faktenchecker, so Trusted Flagger, dass dann also so halbstaatlich finanzierte Strukturen eigentlich sowas wie
Zensur machen? Das ist genau das ganze Gegenteil. Also alles, was sie wollen, ist richtig. Alles, was sie damit provozieren, ist falsch. So, und das ist eher, glaube ich, die wesentliche und interessantere Diskussion. Weil damit erodiert das Vertrauen in Presse noch mehr, weil es dann gelenkt und höchstwahrscheinlich nicht mehr ganz so frei, wie es sein sollte. Ich glaube, da sind wir uns vollkommen einig. Cool. Jetzt hat der Herr hier eine Frage. Ja, jetzt habe ich beinahe meine Frage vergessen, aber mein Name ist Horst Fink, ich komme aus Berlin und meine Frage wäre, wir haben 4 Ostdeutsche mit Ostvergangenheit Ministerpräsidenten, wir haben in jedem auch in neuen Bundesländern Fernseh- und Rundfunkanstalten und wir haben Moderatoren von Talkshows, die auch mit Ostvergangenheit also dort arbeiten. Und trotzdem fällt mir auf, dass also kaum ein Journalist mit ostdeutscher Vergangenheit, geschweige von der Berliner Zeitung, jemand dabei ist, wenn irgendwelche politischen Diskussionen im Fernsehen sind. Das würde mich mal interessieren. Gibt es da einen Hintergrund? Kennt man den? Und warum ist es eben so? Also ich kann die verstehen, dass die uns nicht in die Talkshows einladen. Wird mich auch nicht einladen. Unsteuerbar. Nein, aber ich würde das anekdotisch beantworten. Als wir die Berliner Zeitung übernommen haben, gab es so drei Reaktionsmuster. Es gab so ehemalige ostdeutsche Kollegen, die waren so, können wir uns mal zusammensetzen, miteinander einen Kaffee trinken. Dann gab es so eine große schweigende Masse, die erst mal gucken wollte, was passiert, weil die Berliner Zeitung ist ja nur wirklich häufig durchgereicht worden. Und dann gab es die erschrockenen Kollegen aus dem Westen, die irgendwie jetzt, für die ist das Schlimmste, was passieren konnte, ein meinungsstarker Ossi, ja, und der ist jetzt plötzlich noch ihr Chef. So, wir sind trotzdem gut miteinander klargekommen. So, die Kollegen hier von der ostdeutschen Fraktion haben sich dann so ein paar interessante Storys aus der Vergangenheit vorgenommen. Und da gab es einen Fall, der war so besonders infam. Da hatte also der MDR, ja, als ostdeutscher öffentlicher Rundfunk, eine wilde Story über Morde der Stasi in Belzig gebracht, mit martialischen Tötungsszenen, ja, so mit aus dem Zug hängen und Kopf ab und ganz wild. Und die Kollegin, das war die Kollegin Reich, hatte das mit noch anderen Kollegen sauber rückwärts recherchiert und klargemacht, das stimmt alles so nicht. Da haben sich Journalisten so wieder so eine Mörder-Ost-Story, wo so alles dabei war, Partei, Stasi, Tote, ja, ausgedacht. Und dann gab es natürlich sehr interessante Diskussionen mit der Chefredaktion des MDR, wo sind wir dann noch hingefahren. Irgendwann eskalierte die Situation, weil der Verfasser dieses Artikels natürlich tödlichst beleidigt war, meine Kollegin aber von ihren professionellen Standards tief überzeugt war und es knallte. Irgendwann haben wir dann mal die Situation runtergekühlt und haben gesagt, wir machen jetzt mal kurz eine Pause. Und dann hat mich der Verantwortliche vom MDR beiseite genommen und sagte, wissen Sie, Herr Friedrich, ich bin seit so und so vielen Jahren, ich weiß nicht mehr, 13 Jahren so der einzige ostdeutsche Chefredakteur in der ARD hier und bin jeden Montag oder wann auch immer da bei diesen Konferenzen dabei und so. Und wissen Sie, warum ich das bin? Und ich gebe Ihnen jetzt einfach so einen persönlichen Ratschlag. Machen Sie das Fass nicht auf, bleiben Sie einfach ruhig. Die gucken, Sie haben gerade erlebt, wie ruhig meine Kollegin ist. Ja? Nein, wir werden nicht ruhig bleiben, weil es ist einfach gelogen, falsch und der Kollege, was der da macht, ist Desinformation. Und ich glaube, weil wir diesen Anspruch erheben, die Dinge ein bisschen ordentlicher zu machen und gleichzeitig so bestimmte traurige Geschichten aus dem Osten noch vielleicht so ein bisschen versuchen zu relativieren. Das heißt nicht, sie zu negieren, ja, Menschen in Lager zu stecken, ist definitiv keine Option. So, und das ist auch gut, dass die DDR vorbei ist, aber das heißt jetzt nicht, dass sie so, wie sie heute beschrieben wird, dass das auch wiederum richtig ist. So, und diese Ausverhandlung, die war eben nicht möglich und deswegen sind wir nicht zugelassen in solchen, oder nicht erwünscht, zugelassen würde ich es jetzt gar nicht sagen, nicht erwünscht in solchen Diskussionen, weil wir natürlich 30 Jahre jetzt Kulturgeschichte damit auch so ein bisschen, nur ein bisschen, ganz vorsichtig, ja, homöopathische Dosen in Frage stellen. So, aber es gibt eine gute Entwicklung, weil ich kann nur an dieser Stelle wiederholen, also die Kollegen, mit denen wir das jetzt so machen mit der Berliner Zeitung, die sind zum Teil jung, neu dabei und die machen wirklich großartig ihren Job und mittlerweile kommen diese Einladungen. Da sind wir so bei diesem, es dauert so ein bisschen die Zeit und man merkt doch, dass da eine andere Perspektive reinkommt, die auch das Publikum interessiert. Deswegen haben wir ja auch diese Zunahme in den Zahlen. Und deswegen bin ich da ganz optimistisch, dass sich das über Zeit auflösen wird. So, und die heute dort Verantwortung tragen und die ja in den letzten 10 oder 20 Jahren Verantwortung getragen haben, die haben sich ja auch mit diesen an sie formulierten politischen oder medialen Ansprüchen arrangiert. So, die können die nicht in Frage stellen. Das wäre jetzt auch ein bisschen hart, das von denen zu erwarten. Also insofern muss man auch nachsichtig sein.
Dann haben wir eine Frage hier vorne. Mein Name ist Till Scholz-Knobloch vom Niederschlesischen Kurier, also hier ein Lokalredakteur, und ich stelle eigentlich in vielen Diskussionen immer fest, dass die Intuition heute keine Chance hat. Wir haben vorhin darüber gehört, dass wir sehen, es gibt eine Verquickung zwischen Politik und den Medien, aber wir haben natürlich auch eine ganz starke Verquickung heute zwischen der Wissenschaft und der Politik. Und an der Stelle, ich habe Geschichte studiert, ich kenne kein Jahrhundert, in dem wir ohne Verschwörung gelebt haben. Natürlich gibt es auch in der heutigen Zeit Verschwörung. Und dass wir dieses Wort Verschwörungstheorie so negativ konnotieren, das stört mich ungemein, weil es im Grunde auch die Aufgabe der Medien ist zu sagen, ja Leute, es kann Verschwörungen geben, und das, was wir heute erleben in vielen Debatten, ist dieses ungute Gefühl von Menschen, dass sie sagen, wir haben eine Intuition, die stimmt nicht mehr mit dem überein, weil wir eben genau sehen, das Geld, wo kommt das eigentlich her? Und diese Debatten, die aktuell über Corona geführt werden, die kann ich nicht mehr ernst nehmen. Wenn ich als Redakteur heute mich mehr in Telegram bewege und da interessantere Dinge finde als in den öffentlich-rechtlichen Medien, da stehe ich hinter, dass ich das so sage. Ich ignoriere nicht beides, aber ich bin wirklich verzweifelt, dass diese Diskussionen einfach nicht mehr möglich sind. Das war Statement. Dann haben wir... Wobei vielleicht, wenn ich darauf... Also erstens, danke, dass Sie das so sagen, weil ich würde das bestätigen. Ich finde das sehr, sehr interessant. Gleichzeitig sehe ich das als grundpositive Entwicklung, weil es gibt parallele, ich will jetzt extra nicht sagen Alternative, aber es gibt parallele Möglichkeiten, den Austausch zu suchen. Sehr häufig ist der Austausch dann eher unterhaltsam als informativ, aber trotzdem ist die Möglichkeit da. Und das ist so ein bisschen wie früher, man konnte Westfernsehen schauen. Ja, so. Und wie man jetzt damit umgeht, kommen wir wieder zur Medienkompetenz zurück. Das ist dann nochmal eine andere, eine abgeleitete Diskussion, und die würde ich ja so gerne führen. So, ich habe auch mit vielen Verlegern versucht, darüber zu reden. Wir haben das auch ordentlich, war ja Partner bei McKinsey, ja? Also Situation, Complication, Solution. Wir haben das Ganze ordentlich aufgearbeitet. Hätte bei McKinsey $5 Millionen gekostet. Man hat sich nicht getraut. So, und vielleicht kommt es irgendwann dahin, dass man sich dann doch traut, aber in anderen Gremien, weil es lässt sich ja nicht, also der Geist kommt ja nicht wieder in die Flasche zurück. Wird nicht passieren. Das ist jetzt genau das, wo man genauso wie Sie jetzt darüber reden sollte. Ist auch gar nicht schlimm. Weder Sie trifft jetzt noch der Blitz, noch mich, noch ihn, und wir werden auch jetzt draußen nicht verhaftet. Es gibt höchstwahrscheinlich jetzt im Netz ein paar hässliche Kommentare, aber die haben eher was mit Persönlichkeitsstörungen dann kommentieren zu tun, als jetzt mit Ihrem Beitrag. Insofern alles gut. Dann war hier eine Frage. Ja, hallo. Und zwar, ich hätte die Frage, also Sie haben jetzt sehr oft Ostdeutsch gesagt oder ostdeutsche Identität. Und ich stelle mir halt die Frage, ob Sie nicht irgendwie damit auch die vielleicht ja noch mentale Trennung von Ost und West nicht eigentlich auch befeuern. Weil, also ich fühle mich jetzt nicht ostdeutsch, also ich bin hier geboren, aber ich fühle mich deutsch. Und ich frage mich, ob wir irgendwann über dieses Ost und West einfach hinwegkommen können. Also ich habe die DDR lange überlebt, aber das Ding ist halt, ich frage mich, können wir das nicht auch irgendwann hinter uns lassen, jetzt ich als jemand aus der jungen Generation oder so? Ja. Die Frage kann ich sofort beantworten, wunderbar. Genau so argumentieren meine Töchter auch, und die haben recht. Und sie haben komplett recht. Es ist das Privileg ihrer Generation, das nie erlebt zu haben und das bis auf die Erzählungen nicht damit konfrontiert zu sein. Insofern freuen Sie sich bitte auf die Zukunft und gestalten Sie aus Ihrer Perspektive Ihre Zukunft. Ich war damals, als die Mauer so umgefallen ist, so alt wie Sie, und die letzten 30 Jahre war ich genau damit konfrontiert. Ich fand es großartig, dass die Mauer umfällt, diese Freiheit da ist und dass ich alles tun konnte, was ich tun wollte. Und trotzdem wäre da noch viel mehr drin gewesen. Und mit genau dieser Erfahrung, dieser transformatorischen Erfahrung, weiß ich, was heute drin wäre, wenn wir ein paar Diskussionen anders führen würden und wir dieses Wissen, diese Erfahrung der Ostdeutschen aus dieser Transformation aktiver nutzen würden, anstatt dieser Ostdeutschen permanent mit diesem Mauer-Stasi-Stacheldraht so zu diskreditieren.
Ich denke, dass die deutsche Gesellschaft und insbesondere die europäische dieses transformatorische Wissen jetzt eigentlich nach vorne holen sollte und sagen sollte, sag mal, wie habt ihr das eigentlich geschafft, so immer auf der Außenbahn, ohne die Adidas, ohne die Spikes, trotzdem irgendwann mal so in so einem Rennen zu gewinnen? Wie habt ihr das geschafft? Wie schaffen wir es, gegen China in 10 Jahren zu gewinnen? Weil jetzt schaffen wir es nicht. Jetzt wird hier das Werk von Volkswagen zugemacht. So, und das ist die Diskussion. Da geht es mir nicht um Ost und West, sondern mir geht es darum, ich kann etwas, ich weiß etwas und ich bin da nicht der Einzige. Meine ganze Generation weiß etwas, zumindest die wirtschaftlich oder wie auch immer künstlerisch oder was auch immer erfolgreich geworden sind, was der Westen so nicht weiß und nie erfahren wird. Außer es geht richtig schief. Aber das ist dann Ihre Generation. Und deswegen würde ich an Ihrer Stelle, in Ihrer Generation, genau den Ostdeutschen zuhören, wie sie damit umgegangen sind und nicht diese immer wieder gekauten Geschichten, die so, ich denke, dass das nicht zielführend ist. Das ist so meine Antwort darauf. Dann haben wir eine Wortmeldung da und dann eine dort hinten und dann eine hier vorne. So. Ja, also mein Name ist Anne Mücke. Ich bin Journalistin seit über 30 Jahren, habe noch zu DDR-Zeiten angefangen zu studieren und habe dann ein Jahr wirklich journalistischer Freiheit bei DT64 erfahren dürfen. Also genau diese Erfahrung, die, glaube ich, ganz, ganz vielen fehlt, meinen westdeutschen Kollegen komplett fehlt. Und ich bin jetzt seit 30 Jahren im Grunde genommen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig. Jetzt allerdings immer weniger, weil ich gehöre mit zu den Initiatoren von Meinungsvielfalt jetzt. Habe auch mit meinem Namen unterschrieben, das haben nur sehr wenige gemacht, demzufolge arbeite ich jetzt relativ wenig. Und meine Frage an Sie ist, wie Sie das sehen. Also erstmal nochmal auch eine kurze Replik darauf. Mir ist 30 Jahre lang immer wieder vorgehalten worden, von sowohl West- als auch aber ostdeutschen Kollegen, warum ich denn mein Ostdeutschsein so raushängen lasse. Und habe ich immer nur gesagt, ich lasse gar nichts raushängen. Für euch ist es offensichtlich interessant. Ich verschweige es nur nicht. Also allein der Berliner Dialekt ist ja dann schon sozusagen kennzeichnend, dass man aus Ostberlin kommt. Also das mal dazu, das muss man gar nicht vor sich hertragen, sondern es wird einem immer wieder zugesprochen und man wird immer wieder daran erinnert. Und ich denke, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk tatsächlich wichtig wäre, wenn er irgendwann mal erschaffen würde, das zu sein, was er immer behauptet. In meinen Augen ist er das nie gewesen und er hat sich immer weiter davon entfernt. Und gerade wenn es darum geht, dass die Welt immer komplexer wird, wäre es die absolut wichtigste Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wirklich die Menschen zu befähigen, sich selbst zu orientieren, den eigenen Kompass zu finden und nicht irgendetwas zu glauben. Ich glaube grundsätzlich gar nichts, sondern immer zu hinterfragen und zu lernen, zu fragen, wo kommt es her, wem könnte es nützen, sich selber damit auseinandersetzen, sich zu beschäftigen damit, um dieser neuen Komplexität auch von Informationen gewachsen zu sein. Jetzt denke ich, ehrlich gesagt, also es wäre wichtig, dass wir ihn hätten als wirklich unabhängige Institution. Ich glaube aber nicht, dass wir auf den jetzigen Strukturen in irgendeiner Art und Weise reformatorisch da irgendetwas verändern können in die Richtung. Ich denke, wenn, dann müsste es wahrscheinlich komplett zerschlagen und dann wieder neu aufgebaut werden. Wie sehen Sie das? Halten Sie eine Reform wirklich für möglich? Ehrliche Antwort? Ja, gerne. Nein, weil es denen allen noch viel zu gut geht. Also erstens, wenn Sie so viel Zeit haben, wir haben da so ein Format, das heißt Open Source, ja, und wir bezahlen noch Marktpreise. Und ich habe mir jetzt Ihren Namen gemerkt, und vielleicht trinken wir mal einen Tee, weil Musikredaktion, wir haben richtig guten, ja, aber der echt ätzt immer so, weil er so viel zu tun hat. Also insofern, ja, da ist Platz. Also wenn Sie, so, das ist der erste Teil. Der zweite Teil. Der zweite Teil, wissen Sie, Veränderung passiert entweder aus Erkenntnis, aus weiser Führung oder aus Druck. Weise Führung oder Erkenntnis im öffentlichen rechtlichen Rundfunk weiß ich nicht, weil wir hatten das Vergnügen, 2, 3 Intendanten persönlich kennenzulernen, mit denen mal so eine gepflegte Tasse Tee zu trinken. Nette Typen, klug, kultiviert, alles schön. Aber sehr sachlich in der Bewertung der Situation, die da ist, das ist so groß, das ist so saturiert, da verdienen so viele Leute für relativ, also alles engagierte Leute, alles gut, ja, aber es ist so ein geschütztes Umfeld, das kann sich nicht verändern.
So, und das stimmt auch, das ist nachvollziehbar. So, es muss jetzt erst ein bisschen kälter werden, ein bisschen ärmer werden und dann wird es entsprechend passieren. Und man sieht es ja, dass wenn die Intendanten jetzt die Ministerpräsidenten so mutig sind, ich weiß nicht, wann das jemals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland passiert ist, zu sagen, nee, jetzt nicht Preiserhöhung, räumt mal bitte euren Laden auf und denkt mal darüber nach. Also wir haben eine massive Inflation gehabt, also steigende Energiepreise, steigende Gesundheitskosten und. Alle müssen sparen draußen. Ihr jetzt bitte liefert euren Beitrag. Und was ist die Reaktion? Sie ziehen vor das Bundesverfassungsgericht und wollen das jetzt gerichtlich durchsetzen. Kann man machen, ist gutes Recht. Ist es legitim, weiß ich nicht. Gibt mir aber nicht das Vertrauen, dass die wirtschaftlich verantwortlich handeln und jetzt so im Sinne von Erosionen Vertrauen oder Aufbauen von Vertrauen wissen, oder doch, ich denke, dass sie wissen, was sie tun, aber sie nehmen darauf keine Rücksicht. Und dann ist es so wie früher im Osten, dann muss man mit den Füßen abstimmen. Dann hatten wir hier eine Frage. Mein Name ist Spreetz, ich bin aus Görlitz und ich wollte zu der jungen Dame noch einmal sagen, das wird nie befeuert, Ost-West-Konflikt, man brauchte sich bloß mal die Goldene Henne angucken am Wochenende. Das ist ein ostdeutscher Medienpreis, da sind nur westdeutsche Künstler gewesen, der Silbereisen und also man kann es nie fassen. Ja, das ist unmöglich, ist die Sache. Und gucken Sie sich ja mal die westdeutschen Preise an, die Bambi und was alles ist. Was kommen da für ostdeutsche Künstler vor? Keine. So sieht die Sache nämlich aus. Und man könnte stundenlang darüber reden. Sie müssen sich vielleicht auch mal ein bisschen mit dem Osten beschäftigen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Danke. Aber der Gerechtigkeit halber Also sollte doch fairerweise, gesagt... die junge Dame hatte gesagt, sie ist in Görlitz geboren, ja? Aber also sie ist jetzt nicht... Nee, sie ist ja gerade hier geboren, also eben, aber aus einer anderen Generation. So, also ich merke, die Goldene Henne sorgt für Aufruhr. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, ich stelle mit Vergnügen fest, Sie wissen... Ja, aber Görlitz ist Avantgarde. Also ich sitze hier auf einer Bühne, wo vor einer Woche Henry Hübchen saß und Frank Schöbel aufgetreten ist. Oder das ist richtig, ja. Also insofern, Ihr Bedarf ist gedeckt. Jetzt Sie, insofern, genau. So, wir hatten hier, wo war denn noch? Da, der Herr. So, erstmal vielen Dank für die Runde heute. Also ich bin da auch knappe 100 Kilometer gefahren, habe schon gehört, dass da aus Dresden noch Leute dabei sind, die haben es noch ein Stück weiter. Meine Frage ist an Sie, Herr Friedrich, was glauben Sie, könnten Sie noch tun mit anderen in der Hinsicht, dass das Rückgrat der Menschen gestärkt wird? Dass sie in der Hinsicht den Mumm haben, ihre Meinung, ob sie richtig oder falsch ist in der Sekunde, ist völlig unerheblich an der Stelle, stärker zu vertreten. Das ist das eine. Vielleicht zwei Dinge noch. Ich kann die junge Frau zum Teil verstehen. Also die Ostdeutschen, von denen hier gesprochen wird, die sind dann irgendwann mal schon beinahe alle tot. Und es ist nun mal ein ganz normaler biologischer Vorgang, dass wir uns in der Hinsicht gesellschaftlich erneuern. Das ist das eine. Das andere ist aber die Frage, wie gehen wir in der Hinsicht mit Meinungsvielfalt um? Und ich glaube, gerade die Berliner Zeitung und einige andere auch haben sehr dazu beigetragen, dass sich das Blatt in der Hinsicht ändert, dass sich also nicht das Zeitungsblatt, sondern das Blatt sich wendet in der Hinsicht und dass vom Grunde her eine Entwicklung da ist. Wer hätte denn vor 2 Jahren noch das angenommen, dass heute über Diplomatie und die Suche nach Frieden viel stärker geredet wird, als das eben vor 2 Jahren überhaupt noch möglich war. Ich habe Dialogreihen in Kamenz veranstaltet und bin dafür angegriffen worden, bekam Seite 3 der FAZ. Das hat mich nie angefochten an der Stelle. Die Kamenzer wählen mich und die haben mich gewählt an dem Punkt. Und ich will allen Mut machen, dass man sich in diese schwierige Zeit doch einbringt. Und meine Frage nochmal an Sie, was glauben Sie, könnten Sie tun,
um da noch ein Stück Fahrt aufzunehmen. Und ich bin gerne Leser der Berliner Zeitung. Das ist jetzt sozusagen der Werbeblock für den Livestream an der Stelle, nachdem ich viele Jahre Spiegelleser war. Den einen habe ich mehr bestellt, den anderen habe ich mir neu zubestellt an der Stelle. Und ich will Sie nur ermuntern, mit Ihrer Mannschaft weiter so zu machen. Und nochmal danke, dass der Abend hier in Görlitz möglich war. Vielen Dank. Vielleicht Postskriptum, eine Einladung an Sie. Ich lade Sie gerne ein, nach Kamenz zu kommen. Das ist der Geburtsort des größten deutschen Aufklärers, Gotthold Ephraim Lessing. Und als Oberbürgermeister kann ich das machen. Von daher herzlich willkommen. Also erstens danke für die Einladung, danke für den Werbeblock. Ich meine, wir werden jetzt kein Regionalbüro in Kamenz aufmachen, aber dank wissenschaftlich-technischem Fortschritt sind wir in Kamenz zu lesen. Und zu Ihrer Frage, ich denke, einfach ist es nicht, weil natürlich macht das keinen Spaß, wenn man so angegriffen wird. Das wird ja auch sehr schnell sehr persönlich und dann ist man selber betroffen, die Familie, die Kollegen. Und gerade so für die Kollegen ist es schwierig, weil sie sind ja nicht der Besitzer der Zeitung. Sie haben nicht diese Ostgeschichte. So. Und wir haben mittlerweile eine deutlich verjüngte Redaktion und eine sehr gesunde Mischung zwischen erfahrenen, klugen, engagierten Mitarbeitern und Jungen, die so versuchen, so ihre ersten Schritte zu machen. Und was, glaube ich, das Merkmal ist, dass die merken, zum Anfang war ja die Reaktion auf uns hysterisch. Ja, also war ja, was habt ihr genommen? Ja? So, und sie merken jetzt, okay, es schlägt ihnen genau nicht der Blitz ein, sondern wir sind ja nicht die Einzigen, die das thematisieren, aber wir sind die einzige Zeitung zu einem bestimmten Zeitpunkt gewesen. Und in dem Moment, wenn mehr Menschen darüber reden und man sich nicht einschüchtern lässt und dann eben auch genau diese Einladung zum Beispiel jetzt an den Spiegel-Chefredakteur, der müsste jetzt hier eigentlich sitzen, eigentlich hier, ja, so ausspricht, dann zeigt das, dass das nicht schlimm ist, dass das überhaupt nicht gefährlich ist, dass das vielleicht für einen Moment unangenehm ist. Das ist so ein bisschen wie früh kalt duschen. Ja, macht auch keinen Spaß vorher, macht währenddessen keinen Spaß. Hinterher fühlt man sich besser. So, und ich glaube, wir müssen in diese Prozesse rein, in dieses Diskutieren, dieses Angstfreie, dieses weniger Diskreditierende. Und jeder, der da diskreditiert und in diesen Extreme argumentiert, nimmt sich eigentlich selber aus dem Spiel. Ja, weil man in dem Moment sieht, dass man eigentlich entweder nicht bereit oder nicht in der Lage ist, kultiviert zu diskutieren. So. Und ich glaube, da haben wir dann sowas wie eine Vorbildfunktion. Und jetzt wieder an junge Kollegen, ich kann total verstehen, dass man mit dem Osten eigentlich nichts zu tun haben will, dass man sich eher aus einer deutschen Perspektive so positionieren möchte, vielleicht auch sogar aus einer europäischen. Aber wenn wir an dieser Stelle gerade stehen und genau nicht so mit Schaum vorm Mund und so in diesen Ecken agieren, ich glaube, dann hat das auch was sehr, sehr Attraktives, entwickelt daraus Gravitation und daraus entsteht dann also ein positives Momentum. Also das ist so ein bisschen das, woran ich glaube, beziehungsweise worauf ich hoffe. Und in all meinen geschäftlichen Entwicklungen war das genau immer so der Punkt. Man braucht ein ordentliches Produkt. Wenn das Produkt Nutzen stiftet, dann findet es einen Kunden und dann noch einen Kunden, der bereit ist, dafür einen Gegenwert zu liefern, das heißt Geld. Und mit dem Geld kann man dann also das entsprechende Wachstum stimulieren. So, und ich glaube, das ist keine andere Mechanik. Was ganz wichtig ist, und das ist wieder so ein Hygieneeffekt, ja, viele der Medien bekommen Geld nicht aus der Beziehung zwischen Kunde und Anbieter, ja, sondern aus irgendwelchen sanften, wohlmeinenden Quellen drumherum. Und ich denke, dass jede Zeitung, die aus welchen Quellen noch immer zusätzlich Geld nimmt, das auch transparent machen sollte. So, und wenn Sie eben auf der Seite 3 der FAZ gelandet sind, irgendeiner hat es ja gerade mal mit einer parlamentarischen Anfrage rausbekommen. Die haben also in den letzten 10 Jahren, glaube ich, einen gepflegten zweistelligen Millionenbetrag bekommen vom Außenministerium. Dann sage ich, hey, cool, so wird bestimmt irgendein Demokratieförderprojekt oder Entwicklungsprojekt, wird gar nichts mit der redaktionellen Arbeit zu tun haben, bin ich mir total sicher, wenn die Kollegen auch sofort bestätigen, sind trotzdem ist eine Menge Geld, was aus dem Steuerhaushalt kam, was eigentlich ein freies Medium bekommen hat und inwieweit erodiert dann die freie Meinung. So, und da sind wir an der Stelle, glaube ich, so Hygiene trifft es eigentlich ganz gut als Begriff. Ich glaube, da sind wir so ein bisschen unhygienisch unterwegs. So, und das ist das, wo wir was vorleben können, auch sollten. Und dann hoffen wir einfach darauf, dass die Ergebnisse für sich sprechen.
Ich glaube, 1 oder 2 können wir noch machen, dann würden wir das hier mal mit Blick auf die Uhr. Eine haben wir da hinten noch. So, Sie beide noch, dann bekommen Sie dann das Schlusswort. Die Dame dort hinten. Ja, hallo. Erstmal danke, dass das so möglich war heute. Und meine Frage wäre das hier nicht möglich, dass man das öfter macht? Eben einfach genau das, konträre Meinungen einladen und dann eben hier diskutieren lassen vor Publikum mit Fragerunde? Also auch ja. Ost und West Ja. oder alt und jung oder Mann und Frau. Also es gibt ja so viele Themen. Vollkommen richtig wäre es. Um ehrlich zu sein, haben wir das im Leitungsteam besprochen, seit diesem tollen Event vom PEN, wo wir hier auch ein ähnliches Podium hatten und sehr offen und sehr kontrovers diskutiert wurde. Und wir fanden das eigentlich toll, einfach, vielleicht schaffen wir es auch einfach einmal im Monat, sowas wie ein öffentliches Forum hier zu machen. Mit jedwedem Themen, wenn man sich nichts zu sagen hat, dann trinken wir vielleicht nur ein Bier an der Bar und das war's. Aber also Meinungen hereinzuholen, Meinungen öffentlich zu machen, das ist uns auch ein Anliegen. Wir haben es jetzt wieder geschafft. Es klappt nicht immer, weil Sie werden es nicht vermuten, aber wir müssen gelegentlich auch noch Theater spielen und wir sind tatsächlich, jetzt jammere ich natürlich wieder, aber wir haben sehr wenige Leute, mit denen wir das hier, was wir machen, umsetzen. Das ist jetzt keine Kokettiererei, aber alle solche Reihen machen ja Arbeit und im Moment sind wir ein Theater, das wissen Sie auch, das gerade wieder betroffen ist von Kürzungen, wo gerade wieder debattiert wird, ob man denn so eine Institution wie die unsere finanzieren sollte, ob man die finanzieren kann. Sie wissen ja, in Zeiten knapper Kassen, Herr Friedrich weiß es auch aus Berlin, da wird jetzt 10%, glaube ich, pauschal im Kulturetat gekürzt. Naja, ich sage das nur mal so, das ist tatsächlich so eine Sache, wo wir auch betroffen sind hier und ich finde tatsächlich, ich muss hier noch einmal nebenbei, wir haben über freie Presse geredet, aber auch mal eine Lanze brechen für die Stadttheater, vor allem in der Fläche, also von uns bis irgendwie Plauen-Zwickau, Freiberg-Döbeln bis nach Schwedt, bis nach sonst wo, die wir hier sind. Ich weiß, ich sage es bewusst gerade, der Kollege in Schwedt hat in Corona-Zeiten sein Theater, hat erstmal angefangen, als man gar nichts durfte, Lyrik vom Dach zu lesen, hat dann sein Theater geöffnet für genau solche Diskussionen. Zu sagen, kommt rein, lass uns reden, lass uns diskutieren, soweit es möglich ist. Das sind gute Aktionen und ich glaube, wir als Stadttheater bieten hier Unterhaltung, natürlich, wir bieten Ihnen Konzert, Musik, wir machen Tanz und Schauspiel, aber wir haben solche Abende wie heute. Wir haben Spielclubs, wir haben, weiß nicht, den Hedwigsempfang des Bischofs hatten wir hier auf der Bühne. Wir sind doch viel mehr als nur eine schöne Kunstinstitution. Wir sind irgendwie Kulturhaus, Volkshochschule, Kunsthaus, wir sind alles zusammen. Mein Reden, also ich finde, da ist Steuergeld sinnvoll eingesetzt und sehr viel sinnvoller als beim 300. Demokratieprojekt. Denn wir sind ein sehr lebendiges Demokratieprojekt hier. Also um Ihre Frage zu, ja, gerne auch wieder. Immer schaffen wir es nicht, weil wir noch so viel anderes zu tun haben. So, jetzt haben wir noch einen Herrn da vorne oder die Dame, die direkt was dazu noch sagen muss. Ja. Da stellt eine große AfD-Fraktion Fragen an das Theater. Der AfD-Fraktion ist dieses Theater zu politisch. Ich finde, Sie sind sehr mutig. Haben Sie Angst vor solchen Fragen? Nein. Ich habe eigentlich Angst vor gar keinen Fragen. Deshalb habe ich ja auch Herrn Friedrich eingeladen, der auch keine Angst vor allen Fragen hat. Nein, ich glaube, Fragen sind ja sehr legitim. Und die kann man und muss man beantworten. Und das ist doch in Ordnung. Naja, ich würde da mal vielleicht drauf eingehen. Also es gibt die Kunstfreiheit. Und das ist ein hohes Gut. Das ist wie die Pressefreiheit. Weil wenn wir genau diesen Macht- und Gewaltmissbrauch, wenn wir irgendwas entgegensetzen können, dann kann das nur das freie Wort sein. Eine künstlerische Auseinandersetzung oder Interesse. So. Jetzt muss man nur genau schauen, wie verantwortlich geht man damit um. So, und da sind wir ja genau in diesen Interessenkonflikten. Und wenn wir nur einen Bruchteil der Kosten aus dem sächsischen Landeshaushalt für Demokratieförderprojekte nehmen würden und den freien oder den lokalen Theatern zur Verfügung stellen würden, dann würde es diese Schmerzen nicht geben. So, und jetzt ist aber die Frage wiederum, wo werden diese Budgets verhandelt, mit welchem Interesse? Von welchen Parteien? So, und jetzt gehen wir doch mal durch, welche Parteien an dieser Stelle welche Fragen stellen und warum können die an der Macht befindlichen Parteien und seit vielen Jahrzehnten an der Macht befindlichen Parteien diesen Prozess nicht konstruktiv auflösen, sodass die AfD an dieser Stelle gar keine Chance hat.
So, und jetzt können wir die AfD dafür blamen, dass sie die richtigen Fragen stellt, aber sind sie zu stark, sind wir zu schwach. So, und an dieser Stelle sollten wir uns dann auch ehrlich machen. So, und so schaue ich auf das Problem. Und da spielt zum Beispiel Zeitung dann auch wieder eine ganz wichtige Rolle, dass man genau das miteinander ausverhandelt. Und das ist verdammt schwierig, weil man ja dann wiederum von bestimmten Interessengruppen sofort in die rechte Ecke und AfD gestellt wird. Habe ich nichts mit zu tun. Ich habe das erste Mal in meinem Leben vor 3 Wochen jemand von der AfD kennengelernt, in einer Gruppe der Parlamentarischen Gesellschaft Berlins, die uns unbedingt besuchen wollten. Ich würde sagen, man kann miteinander reden und dann sollte man es auch tun. Aber sie zu stigmatisieren, ja, so Aktion provoziert auch eine Reaktion. So, und da sind wir wieder bei kultiviertem Dialog und wie gehen wir mit anspannender Komplexität um, da sind wir nicht trainiert. Und das ist so der Fallout dann, ja, das ist genau das, was keiner will, aber es ist dann so dieses Lose, Lose, Lose. Meine Perspektive. Allerletzte Frage für heute Abend. Oh, das ist eine schwere Bürde. Hier vorne der Herr, da in der 4. Reihe. Okay, wenn Sie schon, okay, dann haben Sie danach die allerletzte, ja? Wenn Sie sich bitte kurz fassen, weil wir mussten spontan noch eine allerletzte Frage reinnehmen. Ganz kurz, Joachim Peichel aus Berlin. Im Deutschlandfunk in den Presseschauen kommt die Glocke aus Oelden, die Rhein-Neckar-Zeitung, die Ludwigsburger Kreiszeitung. Wie wollen Sie da reinkommen? Und ebenso im Presseclub. Da kommt der Tagesspiegel. Ich will da nicht reinkommen. Also eins meiner ganz persönlichen Prinzipien ist bei Invitation Only. Ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten, die mit mir zusammenarbeiten möchten. So, weil dann kann man sich auf Augenhöhe begegnen, dann kann man auch mal kritische Sachen äußern, weil man so ein Grundvertrauen hat, dass man irgendwie was gemeinsam erreichen will. Solange die Kollegen nicht auf uns zukommen, werden wir uns nicht um sie bemühen, weil ich weiß, dass wir nichts Falsches machen, dass wir nicht die Demokratie destabilisieren oder irgendwie den Weltfrieden gefährden. Wir versuchen nur aus unserer Perspektive sehr verantwortlich dafür zu sorgen, dass die Diskursräume offen gehalten werden und dass der Diskurs friedlich ist. Wenn wir damit den Deutschlandfunk und die dortigen Redakteure überfordern, sind sie für uns keine Gesprächspartner. So, der Herr, der sich lange gemeldet hat und hinter der Kamera versteckt war, leider. Vielen Dank, dass ich doch noch darf. Bevor die allerletzte Frage kommt, habe ich eine Anmerkung und noch was hinzuzufügen. Also zunächst mal, Herr Morgenroth, Sie waren in der pandemischen Lage nicht gezwungen, den öffentlich-rechtlichen Medien und den Wissenschaftlern, die darin publizieren durften, zu glauben. Es gab genug andere Wissenschaftler, an die man sich auch wenden konnte. Dafür haben wir mittlerweile das Internet zur Verfügung. Das wollte ich hinweisen, weil Sie von müssen gesprochen haben. Zur Mitmachrunde könnten Sie in Zukunft die Frage stellen, wen erinnert die Tagesschau mittlerweile an die aktuelle Kamera? Da würde mich die Handzeichen interessieren. Okay, und zur allerletzten Frage. Es gab 2020 von Miloš Matušek und dem leider verstorbenen Gunnar Kaiser den Appell für freie Debattenräume. Vielleicht können Sie sich beide daran erinnern. War wirklich sehr gut geschrieben, ging überhaupt nicht in irgendeine parteiische Richtung und dennoch ging es ruckzuck, dass dieser Appell in die rechte Ecke gerückt wurde. Vielleicht, Herr Friedrich, ging Ihnen das mit der Berliner Zeitung in Artikeln auch schon mal, dass Sie da diesen Wind gespürt haben. Selbst jetzt mit der Anmerkung, dass wir Debattenräume hier im Theater führen könnten, wie kann man sich davor schützen, dass verschiedene Medien, und oftmals ist es ja tatsächlich so, dass es dann mit der breiten Keule kommt, man einen in die rechte Ecke schiebt, obwohl man mit dieser überhaupt nichts zu tun hat. Man kann sich nicht davor schützen, weil das wird ja intendierend benutzt. So. Und wir haben die freie Presse, wir haben das freie Wort. Also wenn jemand der Meinung ist, wir haben Meinungsfreiheit, soll er das äußern, ist völlig in Ordnung. Es ist eher die Ebene drüber, also dann der Ressortleiter, die Chefredaktion, die Verlagsgeschäftsführung, die dann wiederum für eine Balancierung sorgen sollte. So, und da können wir vielleicht dann jetzt auch die Runde schließen.
Und zurückkommen nochmal zum Spiegel, weil das war der Ausgangspunkt eigentlich für diese Geschichte. Im Spiegel stand mal irgendwann ein wirklich ausgesprochen tendenziöser und auch persönlich diskreditierender Artikel über uns. Und wir haben uns dann bei der Chefredaktion gemeldet und haben gesagt, ey, musste das sein? Das ist wirklich jetzt mal ehrlich so unter uns. Und dann hatte die damalige Chefredaktion die Größe, unseren Chefredakteur einzuladen, zu sagen, schreib du. Und dann wurde gegen diesen diffamatorischen Artikel ein sehr kluger, kultivierter Artikel gepackt als Replik darauf. Damit kann ich wunderbar leben, das ist völlig in Ordnung. Was wir feststellen, 2 Jahre später mit neuer Chefredaktion beim Spiegel, gleiche diffamatorische Logik, aber die Bereitschaft des Diskurses ist weg. Und das sollte uns zu denken geben. Ja, aber das setzt... Naja, gut, das ist ein persönlicher Geschmack. Im Englischen gibt es keine Übersetzung für Mut, da ist das dann Courage. Es setzt eine... Ja, aber nicht in Deutschland. So. Be my guest. Also Open Source ist das Format. Schreiben Sie, ja, es muss nur gewaltfrei sein. Respektvoll und gewaltfrei. Alles andere ist... Da sind wir wieder beim unserem alten Problem. Wir sind nicht die erste Nation, wenn es um Humor geht, glaube ich. So, meine Damen und Herren, mit einem Blick auf die Uhr. Es ist wunderbar, dass Sie heute alle da sind. Vielen Dank an alle zu Hause, die jetzt gerade im Stream mitgucken. Diejenigen, die hier im Gerhard-Hauptmann-Theater gerade sind, sind privilegiert, denn Sie können, wenn Sie möchten, jetzt noch im ersten Rang an die Bar gehen und mit uns gerne auch noch weiter quatschen, weiter diskutieren, ein Getränk nehmen. Aber eine Pause haben wir uns in jedem Fall jetzt verdient. Schön, dass Sie da waren. Diskutieren Sie kräftig mit und vor allem kommen Sie gerne und häufig in unser Theater, zum Beispiel am Samstag zur Straße der Besten. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Vielen Dank, Holger Friedrich. Danke, dass Sie da waren. Herzlichen Dank. Danke. Danke.